Livestream. Alles live. Ja. Oh, warte mal. Discovery Queue. Lass mal nochmal durchgehen. Captain. Was ist das denn? So, können wir gleich hier anfangen. Enderalchen. Ja, mit extra Bärenliebe. Diesmal. Wir machen Liebe mit den Bären. Baldur's Gate. Baldur's Bär. So. Dann mal los. In der Region. Okay, das war laut. So. Ist aber ein schönes Wetter heute. Was machen denn hier die... Aber ich muss jetzt nur noch treffen, ne? So. Oh, warte mal. Vielleicht mal umschalten. Chain Lightning. Ja, das war Fireball. Wir müssen nicht gleich immer mit den ganzen mystischen Sprüchen hier rumlaufen. Aber der mystische Spruch ist schon sehr gut. Das haben wir letztes Mal gelernt. Cannonade. Okay, ich denke, wir haben diesen Strand befriedet. Befriedigt. Befriedet. Und damit haben wir das Imperium ausgerufen. Das Feuerball im Massenzerstörungsimperium. So, das brauchen wir nicht sprechen. Okay, was bisher geschah? Esme? Sollen wir nach Esme suchen? Esme! Deus Ex Machina. Wir gehen mal weiter. Chroma, die Watchtower. In front of Arc 5, Hammerbird's X from the tower's vicinity. Also das heißt, wir machen erstmal die Bounties. Ich glaube, das wäre mal eine ganz gute Idee. Ne, warte mal, genau, wir sollen erstmal zum Lighthouse. Ne, dann machen wir jetzt Esme weiter. So einfach ist das. Esme, ich komme mit. Jetzt bin ich stärker als alle zuvor. Ach, du bist schon tot. Ja, was hat er sich auch mir in den Weg gestellt? Ich wollte mich ja nur in einen Bären verwandeln. Okay, hier sind ja überall noch die Leichen. Leichen pflastern meinen Weg. So ein bisschen Wein.
Aber das speichere ich noch. Den Wein will ich noch behalten. Warte mal. Ja, stimmt. Wir sind noch nicht vollgeladen. Warte mal. Da waren wir doch schon. Ach nee, auf dem Turm. Wollte ich halt schon wieder reingehen, wa? Invisibility Potion. Ist einfach so krass, dass das Zeug hier einfach so rumliegt, wa? Ja, grüezi. Ah, I was wondering if you'd come. What is this No place? idea. I discovered it by accident. But there's something about it, isn't there? It helps me clear my head. It helps me think. Good question. Shall we go up? The view from up on the roof is great. Okay. My, look at that. If it weren't for the bone rippers and the bandits, this place would be almost picturesque, wouldn't it? Tara would have liked it. I'm sorry. My emotional outburst in that ruin, it was uncalled for. I shouldn't have said those things. Neither to you, nor to Tara. To her memory, that is. You had every reason to be upset, I understand completely. Thanks. You know, Tara once tried to explain to me what it's like to live that black fog. We had just spent a wonderful evening together, and we were sitting on a beach, not unlike this one. We kissed and cuddled, and then all of a sudden, she started crying. I tried to comfort her, but it was pointless. She just cried and cried, for almost an hour. At one point she told me that she was sorry. She was sorry for being how she was. That there was nothing she wanted more than to be different. But that it was out of her control. The fog. It's always there. And there are moments when it just overwhelms you, no matter how hard you try to fight it. Don't you see? She didn't choose to be that way. And she told me that the worst part of it all was seeing how much her suffering dragged me down right along with her. She felt like a burden? Yes. I don't even understand what it is that you love about me. All I do is drag you down. Strange, isn't it? Now that I'm telling you all this, I understand her. But back then, I just didn't. I couldn't. Kajak! Hallo zusammen und herzliche Grüße an die liebe Esme. Ja, Grüße. Grüße. How do you feel about what she did now? Good question. Of course, I still struggle understanding why she did it. And the fact that she's gone breaks my heart. It just breaks my heart. I wish I could travel back in time and tell her that I will stand by her, no matter how she is. And that she never was, or could ever be, a burden to me. Don't get me wrong. I don't blame myself for her decision. Joining this cult, giving her life, it was her choice. And she didn't do it out of malice. But I just wish I could have somehow made her realize that it always gets better. That the two of us might have eventually beaten the fog someday. People like Tara can only help themselves. That's the sad truth. I know. But maybe we can somehow make it easier for them. Of course, there are still so many questions. Most of all, who that veiled woman really is, and what she needed those people for. But I'm guessing we won't get an answer to that. Who knows? Maybe what she said was right, and Tara's sacrifice really wasn't for nothing. We'll never know. Now what? Well, I'll see. I guess I'll travel back to Kyle, to my clan. If I find a ship that's still willing to cross the Red Sea, that is. Ah, and here. I promised to give you this, didn't I?
A pendant? An amulet, yeah. It's an old heirloom and you should have it. And no, don't say anything. You risked your life for me, without the prospect of loot or treasure. I'll never forget that. Never. Thank you. Thank you. How about you, though? What are your plans? There's something important I need to take care of. Why doesn't that surprise me? Well then, I'll stay here for a little longer. The sea, the moon, the night sky. I know it sounds dramatic, but they help to ease my mind. Why don't you stay on... I'm on a mission of the Holy Order. We could use someone with your talents. Why don't you stay on ENDERAL? I'm on a mission for the Holy Order, and we could use someone with your talents. With my talents? You mean never sticking to an agreement, uncontrollable emotional outbursts, and running away screaming at the sight of a puss bug? I'm not sure, but something tells me that this mission of yours needs someone with a different skill set. Keep your chin up. I'll see you around. Esme trusted you enough to reach you out to the tragedy. Oh, da gibt's ein Achievement. Oh, krass. Ja, krass. Ja, gut, das war schon ein Heavy Hitter eigentlich letztes Mal. Das ist ein bisschen untergegangen in dem ganzen Mord, Totschlag, Gewalt, Zeug. Warte mal, ich bin First Person Wingman. Tara ist wirklich tot. Und ihre Liebste ist gegangen. Oder ist ihre Liebste gegangen? Die ist tot. Also wir gehen davon aus, dass sie tot ist und dass sie geopfert wurde. Und eigentlich hatte ich jetzt gedacht, wir sind jetzt auf dem Racheweg eigentlich, dass wir jetzt diesen ganzen Kult und die Woman irgendwie auflösen. Weil das hatte sich irgendwie so angehört, als wäre das so teilweise verbunden mit meiner Hauptquest. Aber das, was ich jetzt hier rausnehmen kann, ist natürlich, dass ich jetzt Esme rekrutiert habe. Wobei ich jetzt auch nicht erst gewusst habe, dass das möglich ist, dass ich mir jetzt hier irgendwie so Leute rekrutiere, mit denen ich arbeiten kann. Was natürlich eigentlich eine gute Idee wäre, dass ich jetzt für meinen Weg anfangen sollte, mir Leute zu rekrutieren, damit die mir helfen. So, Ende der Welt und so. Nicht wahr? Aber vorher gehen wir mal echt mal zu dem Wild Mage Camp und machen da mal Ärger. Okay, da haben wir echt hier alles gelöst. Crazy. ENDERAL ist vielschichtig, du wirst immer mehr davon enthüllen, je mehr du hinterfragst. Ja, ich bin halt jemand, der ja da nachbohrt. Ich gehe davon aus, dass sie eventuell nicht tot ist, aber eigentlich haben wir sie sterben sehen, aber irgendwie... hat das nicht so ganz gepasst, aber mit dem Opfer... Egal, ich habe jetzt den Cannonball-Spruch. Ich bin der krasseste Black Mage von hier bis nach unten. Von hier oben bis nach unten. Hat er echt schon gedacht, so krass. So eine random Quest, weil die Esme... Ich bin da einfach den Weg entlang und dann treffe ich die Esme und dann ist das so die Quest, dann verbindet sich das... Weil ich glaube, der Kult hat was damit zu tun, mit dem Cycle. Oder zumindest ist das meine Meinung. Ich mag das, wenn das so... Muss ja nicht alles super verwoben sein, aber... Increases Handicraft Value Points. Increases Lockpicking Value by 5 points. Oh, okay. Wow, okay. Okay. Okay, nicht schlecht. Ach, warte mal, ich muss es ja gar nicht mehr tragen. So, Elementalism. Ich behalte das mal. Ist sonst noch irgendetwas, was ich irgendwie loswerden müsste? Ach, das war... Oh, okay. Das geht tatsächlich. Summons a Deadly Spirit Piglet. A Deadly Spirit Piglet? Was?
Ah, okay, kann das Schwein beschwören. Man könnte sich fragen, warum eigentlich 7 sein und dass die verschleierte Frau auch ohne ihr Opfer agieren kann. Ja, das ist halt irgendwie merkwürdig gewesen mit dem Opfer, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Opfer eigentlich wirklich so dafür gedacht war. Das war letztes Mal eigentlich auch schon ein bisschen strange, aber dass auch da diese Goblins auf einmal in der Höhle waren und so, das war auch ein bisschen strange. Wir brauchen mehr Informationen. Das ist einfach, wir brauchen mehr Informationen. Das ist eigentlich so das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem. So, aber wir haben auch ein anderes Problem. Wir brauchen die Kohlen. Die absoluten Goblins waren nicht in der Höhle, während die verschleierte Frau da war. Ja, die waren halt nicht da. Und auf einmal besetzen die das Ding und verteidigen das bis zum Tode. Und das war halt irgendwie ein bisschen strange. Als wären die da platziert worden, so. Oder als hätten die da sich da einfach hinbegeben, weißt du? Ich bin ja der Meinung, dass da noch dass diese verschleierte Frau da irgendwie ein interessantes Spiel spielt. Hm? Yes? What blessed, my sir? Aus dem Wegbauer. Hm? Aber auch mit diesem komischen Kult, das ist auch schon ein bisschen strange. Weil der Kult würde ja Sinn machen, wenn du einfach für Blutopfer irgendwelche Leute brauchst, ne? Der ist hier und lächelt. Weil du brauchst ja eigentlich, wenn du so einen Kult hast und du brauchst Leute, die du opfern musst, dann ist ja so ein Kult eigentlich eine gute Idee. Frostcliff Tavern. Hello. Good to hear. Where to? Wenn das also ich nehme mal an, die Kraft vom Auserwählten in die Vergangenheit zu blicken, kann nicht gefälscht werden. Das wäre jetzt so das Allerkrasseste, außer es ist jetzt The Way. Okay. So, dann holen wir uns mal den Wild Match Lager. Hier einfach mal umdrehen. Nach Norden und dann nach links. Erstmal Feuerball, bevor wir irgendwie was anderes machen. Aber wir brauchen mehr Informationen. Auch das mit dem Aged Man war schon ein bisschen strange. Er hat mich ganz klar angegriffen, ihr habt es alle gesehen. Da scheint auch ein bisschen was mit dem Circle irgendwie zu sein. Würde mich nicht wundern, wenn der Circle irgendwie Aged Man, wie sie alle heißen, zusammenhängen. Aber wie gesagt, ich brauche mehr Informationen.
Okay, ich nehme mal an, er hat sich wieder Alter, ist er jetzt hier echt auf Sabbatical oder was? Eine Vision kann undeutlich sein, wenn es um Gesichter, Stimmen und so geht. Weil es damals andere Personen waren, aber die Rollen waren sehr ähnlich und sie haben agiert, wie du siehst. Ja, sie haben agiert. Das kann halt auch aus einem anderen Zeitalter sein. Könnte auch komplett umgekehrt sein, dass die Alde eigentlich die unsichtbar, die eine Alde ist. Die verhüllte Frau. Das mit den Versionen ist sowieso ein bisschen schwammig gewesen. Auch als wir mit dem Agent Man unterwegs waren. Ah, da, da, da. Hast dich mit dem Falschen angelegt, Büschchen. Hehehe, Malaka. Jetzt muss ich mich hier wieder hochkämpfen mit den ganzen Malakern, ne? Egal. Pay your debts and bring me the bear. Du ja, alles klar. Alles mit Bärenliebe. Sonst gibt es Bärenhiebe. So, aber jetzt erstmal Quest zu Ende gebracht, glaube ich. Ich bringe euch den Tod. Ersticken soll. Oh, mit dem Falschen habt ihr euch angelegt. Jetzt regnet es XP, Baby. Ja, komm doch mal her, Büschchen. What the? What the? Wow! Hab mich heute wieder durch der Schwarm gekämpft. Junge, kannst du das Buch nicht? Aber das kann es ja nicht sein. Oh nein! Oh nein! Geht's dir denn noch gut? Oder brauchst du ein bisschen Bärenliebe? Bärenliebe. Tropikal. Warte mal, könnte es ja sein, dass hier alles wieder respawned ist, ne? Tatsache. Hm. Haben die hier so schön Onions. Ah gut, das wahrscheinlich nicht. Sausage. Summon Bow. Also durch die Verfilmung des Buchs gekämpft. Ach so, ah, okay. Ich dachte schon. Das kann es ja wohl nicht sein. Wohl, ja, gar nichts gehalten, alles frei ausgesagt, so ähnlich wie es mir bei Foundation ging, wa? Hat nichts mit dem Buch zu tun.
So, die Wild Mages haben sich ausgewildet. So, jetzt habe ich nur noch Inner City Quests über. Sehr gut. Okay, ich wollte eigentlich nur runterrutschen. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. So. Oh, teleportieren. Regeneriert. They just sit on their asses and hope things settle themselves. It's not as if I didn't tell them that all So. and the scum. Huh? Can I help you? Wer weiß, dann mache ich jetzt noch ein XP. Zack, ein bisschen Kohle. Noch irgendetwas? Noch ein Bounty. The Necromancer Poldy is hiding in the Hermit Cave at the Golden Frost Coast. According to several witness reports of city dwellers, he stole the corpses of Ark's graveyard, and there are 790 Enderian pennies issued for his death. I accept. My sir? Warte mal, hatte ich nicht noch irgendwie so einen Schlüssel bekommen von irgendeinem Postfach? Ach nee, ich hatte ja Dings. Ah nee, hatte ich schon geöffnet. So, was haben wir noch? Wild Mage Robe. Keeper Hood. Und irgendwelche Waffen. Silver Sword. So. Die Schwarm. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. War das irgendwie schlecht? Ich glaub, kann. Oh, da ist ja ein Goldmünzchen-Ding. Da habe ich doch einen guten Spruch. Telekinesis. Hat keiner gesehen? Ich hab's doch. Ist Lada drin? Lag einfach auf dem Boden. Zählt nicht als Clown. Ich hätte was gehofft haben. Nicht Wurm. Ach, warte mal, wo wir ja schon mal dabei sind. Be careful, my sir. The streets aren't safe at this hour. Also in aller Früh ist natürlich immer ganz schlimm hier. Egal. So. Ich meine, jetzt wo wir stärker geworden sind, könnte ich eigentlich wieder in die Arena runtergehen. Huh? Can I help you? Das heißt, wie bitte? Nicht, ha? Versuchen nochmal so viel Pennies wie möglich zu machen. Elementalism auf 100 zu treten. Und Entropie und Mentalism hochzutreten. Naja, Arena habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich ja irgendwie richtig umgeklatscht worden. Aber richtig umgeklatscht worden. Na gut, vielleicht Kalia mieten. Wir gehen mal, da hole ich mal Popcorn. Ich gehe die Arena runter. Sir, yes? Wie kommt man noch mal runter?
Hol ich mal Popcorn. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja als Black Mage irgendwie ein bisschen was reißen. Diesmal. Ding, 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 ding. So, dann muss ich mir irgendwas überlegen, um Pennies zu machen. Bounty Hunting ist ja schön, weil es gibt mir XP. Aber ich brauche irgendwie was anderes. Muss mal gucken, ob ich was mit der Bank machen kann, irgendwie das Banksystem ein bisschen game. So die 11 Pennies pro Tag. Davon kann sich Daddy auch nur begrenzt was kaufen. Ach, verdammte Ratten. Ja, hier die Undercity, das ist schon irgendwie ganz großes Kino hier. So. Oculus, my son, please. What will we do for kind? Also ich rechne mit ganz klarem Siegen hier. Jetzt, wo ich mystische Sprüche habe. Bilde ich mir mal ein, der krasseste bei der Kommentator-Mufti aller Zeiten zu sein. Und schon wieder laufe ich in die falsche Richtung. Woman thinks she's Vatira incarnate. Crap. What is it, Sunchild? If I were a steel crab, you'd be in handcuffs right now. I'm looking for knowledge. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Oh. Ach, Gott sei Dank, das ist ein Entropie-Malacker. Du bist quasi unbesiegbar. Ja, sehr gut. Total vergessen. Okay, Firemental. Oh, das ist wieder alles so teuer. Well then. What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Das muss ich wieder zurück und Kohlen machen, wa? Aber wenn ich jetzt noch meine Summons noch mächtiger machen kriege, tun? So. Yes. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Summon Bow. Oh, habe ich ja schon. Hier, nimm. Also den ganzen Rancid-Scheiß mal wegschmeißen. Ah, also muss ich wieder zurück. Muss ich wieder zurücklaufen. So. Ja, ich muss wieder, glaube ich, zurücklaufen. So, Entropy. Ah. Das kann ich einfach nicht liegen lassen. Mist. Okay, Daddy braucht ein bisschen Kohle. Es wird Zeit für Inventory.
Ja, es ist einfach zu gut. Ich muss es jetzt machen. Es tut mir leid. Erstmal ein bisschen Kohle und dann... Sunchild, huh? Word of advice. Don't go sauntering about dark alleys down here. And watch your pockets. Damit habe ich den magischen Spruch der Manipulation gesprochen. Bless you. Yes, I bless me. Thank you. Thank you. Dass immer wieder in die dritte Person gedrückt wird. Wer spielt denn sowas in der dritten Person? Oh, warte mal. Warte mal, ist die Händler eigentlich schon da? So, wir machen noch mal so 2 Stunden Hayabubu. Okay, machen wir 4 Stunden. Wer weiß. So wie die immer zur Arbeit kommen, ist ja echt unglaublich, wie die hier die Märkte führen. So. Ding, 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 ding. So, Value, Snake Bow. Brauche ich den Snake Bow? Nein. Zack. Staff of Fireball. Ich weiß nicht, ich bild mir noch irgendwie was ein, dass ich damit irgendwie was... Aber ich skill mir das eh nicht. Egal, ich brauche die Kohlen. So, so einfach ist das. Warhammer. 4X. Silverbow. Aber da wollte ich die eh noch mal disenchanten. Hier so ein paar Dinge. Silver Steel Sword. Silver Rune. Staff of Fire Wrath. Gout of Fire that does 6 points of damage. Ach, nämlich. Wozu? Steel Sword. Ding, ding. Da ist schon guter Shit dabei, wa? Increases Handicraft. Increases health, mana and damage. Ring of the Necromancer. Ja. Okay. Verkaufen, Tour. Tour verkaufen. Ach, jetzt kommt ihr da raus. Wie steht ihr da alle oder was? Greetings. Sure. Diese Banausen, Sandalen. Kannibalen. Dann sind wir hier fertig, Milady. May his light guide you. Ah, sie haben sich her teleportiert. Oh, Sehr schön. hello. I haven't seen you. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Mit was für einer nicht vorhandenen Dringlichkeit ich echt level. Ja, deshalb bin ich so krass.
So, dann habe ich jetzt mal eben so 2000 Pfennig gemacht, ja. Guten Tag, der Herr. God blessed. Hello. From the farmer's coast and do So, jetzt erstmal schön Ja. Entropie steigern. Hätte aber gleich drauf kommen können, dass Entropie aufgrund seiner Illegalität wirklich nur in der Undercity irgendwie gedealt wird. Aber was soll's, ich bin ja kein liebemachender Druide, der sich in einen Bär verwandelt. What blessed? Ich hab's echt heute, ich habe heute den Fehler gemacht, das in die Suchmaschine einzugeben. Das hat ja einen Shitstorm verursacht, Alter. Der hat aber Klümpchen. Well, well. The venerable sunchild graces us. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute was gegen Bärenliebe haben. Bärenliebe, Qualität. My sir. Fliegen gleich die Fäuste, Junge. Woman Das thinks ist she's so viel Sattel. What is it, sunchild? Drehen alle durch, auch ohne Hitze. Ja, ist halt so. Da wird wieder über Lappalien diskutiert. Nee, ich level mir gerade Entropie. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Ich level mir gerade Entropie. Und zwar ganz dick. Yes. So. Was geht, ihr schwitzt in Schnittchen. Ja, aber irgendwie bei mir jetzt hier, heute Morgen war es relativ angenehm. Bin sogar rausgegangen und dann haben wir seit heute Mittag bis jetzt gerade eben hat es gesimmelt und gesammelt und gedonnert und gebrummelt. Bären, Sex ist geil in der Paille. Table Flip. Ich habe hier nur 29 Grad aktuell zu bieten. Oh nein! Tobi hat gewonnen. Außer die legt jetzt noch einen drauf. Oder Kaya legt doch mal hier guten. Einen guten. Yes, yeah. What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Na gut, ich bin jetzt wieder pleite, aber das hat sich zumindest gelohnt. So. Und damit sind wir auf einen Schlag, Entropie 62. Da kommen wir aber ganz schnell nach oben. Aber ganz schnell. So, dann machen wir vielleicht nochmal dicke Kohle. Warte mal, warum nimmst du nicht meinen magischen Snakebogen? Fair enough. Weil du so ein Maybe dreckiger there's a Magier trick or bist. two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Ja, okay, die beiden Sprüche bräuchte ich vielleicht mal. Die Level 2 Feuer- und Eiselementaren. Vielleicht machen die meine Elementare ein bisschen smarter. Alter, Shrouded Mage. Du und ich werden eine lange, glückliche Freundschaft miteinander eingehen. Ich arbeite jetzt nur noch für dich. Oh, ein toter Bandit. Ich frage mich, wie der da hingekommen ist. Mal eben 2000 Pfennig durchgebracht. Sehr schön. Alter! Ey, jetzt habe ich aber hier. Oh, was kommt denn hier? Also können wir hier mal bitte was gegen das Rattenproblem machen? Ein Skandal. Warte mal. Warum müssen wir hier wieder durchgehen? So geht's doch gar nicht in der... Ah!
You know what? Cannonade! So, falls da hinten noch einer ist. Ich habe mich hiermit angekündigt. Ich hoffe, das war's. Euch wert über Lacker. Ein Skandal. Okay, ich habe das Gefühl, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Wo ist es hier? Nix. Ich bin doch hier schon gewesen. So, haben wir uns wieder ein bisschen Auer gemacht. Ja, haben wir uns nochmal hier so ein Stück einen Apfel rein. Nom nom nom. Sorry. Sag mal, wo ist denn das jetzt hier? Was soll denn das? Nee, okay, warte mal, dann war ich auf dem richtigen Weg. Ach, ich lasse mich wieder zu leicht umlenken, ablenken, mitlenken, umlenken, ablenken und breche dann natürlich wieder emotional vollkommen zusammen. So. Okay, einst du. My sir. A penny, my sir. Please, just one penny. Alter, die Undercity ist aber schon ein bisschen... My sir. Hast du mich gerade angefasst? A foreigner, huh? What a surprise. Hast du mich gerade ausgeraubt? Nee. Do you hear it? Do you hear him talking to us through the depths? It's him! It's the Black Guardian! Go away! You're scaring him! Kann ja nicht so krass sein. It's the Black... So, jetzt erstmal ein bisschen Arena klatschen hier. So. Keep walking. So, speichern. Come to bed. Talk to Ah, her. you've come at the right time. There's a fight soon, and you're the perfect candidate. 2 versus 1. Interested? Ah, stimmt. Ich habe noch ein The bisschen Rache hier. twins. 2 nasty, hairy beasts of men with even nastier axes. Yeah, I know, the odds are against you, but what should I say? The crowd wants it, I deliver. What do you say? 2 versus Oh 1? yeah, but judging by how you fought, I think you stand a chance. Still, it'll be dangerous. So, what do you say? Come Bold in. words. All right, then go downstairs and warm up. I'll tell you when we're ready. Should have placed my money on the Eterna. You live and learn. Mesdames and messieurs, a cordial welcome to the Dust Pit. You know who I am, I know who you are, and above all, I know why you are here today. Because you want to see a fight! Today, 2 familiar faces will fight a rookie who you've already grown to love. The twins against the mysterious warrior only known as... The Destroyer! It is a battle to the death, a battle about gold and blood. Now enough of the words. Time to give you what you've all been waiting for. Warriors, fight!
Ja, habt ihr euch aber den falsch diesmal so. Habe trainiert. In der Steppe. Doch nun ist euer Ende da. Meine Rache ist komplett. Brennt in dem Feuer eurer Inkompetenz. I'll fucking crush you. What do you want? My share, 4-1. In case you didn't notice. Ich habe die gesamte Arena in Flammen gesteckt, Alter. Ah, sure. Sorry. I was... Ja, dann ist ja alles klar. Dann rechnet Data das mal aus. Der Jordi kümmert sich ja drum. Und du machst das, was du am besten kannst. Kaffee kochen, mache, Junge. Ah, gute Idee. Well deduced, Detective. Da kommt schon wieder Großteil. Zum Glück fällt Nio. Ach, egal, ja, kennt er durch. Ey, war kennt er gut? Schönes Spiel. Sah gut aus, aber ich war mir nicht so sicher irgendwie über das Ding. Das hatte so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mich irgendwie gefragt habe. Aber schönes Spiel hört sich immer gut an. Also schön was fürs Gemüt, für die Seele, zum Durchlaufen. What is it about? What does he want from you? His shadow tribute, which my esteemed father, who rediscovered his juvenile spite in his last years, refuses to pay. Which, in return, means that the nice guy who just paid me a visit will send us some of Relata's goons to either set fire to our establishment, or send my father onto the eternal paths a couple of years earlier, if I don't think of something. What's the shadow tribute? Protection money. If you want to stay alive down here, you have to pay. Maybe I could take care of that guy for you. Oh, you have no idea how the wind blows down here, do you? Thanks for the offer, but no. Only an utter idiot would take on the Relata. Any idea when the next fight will happen? 2 or 3 days, give or take. Oh, I know you'd love to jump right back in. But if we start doing battles every bloody minute, the crowd will lose interest. And money. Just swing by in a couple of days, alright? You'll get your fight. Fine, see you then. So long. Aber egal, das war... Ja, ich wusste halt nicht, was ich mit Kenner anfangen sollte. Das war irgendwie, keine Ahnung. Aber gut, dass es ein schönes Spiel ist. So ein schönes Spiel einfach mal so zum Durchdudeln. Immer eine feine Sache. Player Inventory. Wobei, warum mache ich nicht einfach jetzt schon den... Zu Hause ist ist's wärmer. Hier teuflisches Grinsen einfügen. What do you want? Look at that. You have a I won't lie. He'll be a tough nut to crack. Aren't you, eager? You know the drill. Go downstairs and warm up. The fight will take place in a couple of hours. Wow. Sieht ja aus wie Wikinger.
shed some blood, warriors! Ich beschwöre gleich erstmal hier den... Wow, wow, wow! Da haben wir besiegt, fair und square. Not bad. I have to hand it to you. You're really starting to impress me. I didn't think you'd stand a chance against old Gur. Kind of sad to see him gone, but he knew the risks. Here's your share. Come back in 2 days or so. Rollten wir das mal durch hier. Wait for the next battle. Okay, dazu. Ich muss weg. Kein nichts dafür. Hab ich einfach mal so gefunden irgendwo. Hinter einer Kiste. Ah, hi, we are. This time it'll be exciting. The Ringmaster plans to pair you with Raga Shadowclaw. No, but you will soon. She's an alchemist. Small tip from my side, don't let her tender appearance fool you. You'll see why. Aren't you eager? You know the drill. Go downstairs and warm up. The fight will take place in a couple of hours. Oh! This is the fourth battle of the mysterious newcomer called the Destroyer. But will it also be the last? Because this time we picked a special treat for him to feast on. Hinterher ist was anderer Zauber. You came for blood, and you shall have it. Okay. Achso, ne, der ist ja noch da. Was? Some folks just never learn. Oh, du wolltest dich noch verwandeln. Oh, okay. Nicht schlecht. Da räume ich dich mal ganz schnell aus. Okay, das wäre in die Hose gegangen. Unwahrheiten kann man ja nicht einfach so stehen lassen. Lügen, Wingman, muss runter abgeschossen werden. Sonst nimmt sein Ego weiter zu. So. Ich sollte mich erstmal heilen, wa? Oh, erstmal was Feines zu essen. Dafür koche ich doch den ganzen Schmand. Was laufen denn eigentlich noch so für Gestalten rum? Oh, eine Prostituierte. A real pretty thing you are. We should spend some time together. From the upper city, huh? You Look got who's guts back. walking Not around with all bad, that stuff not down bad. here. I was expecting you to pee your pants after she did that little trick of hers. But no. You kept your cool as usual. Sure you don't want to start working as a mercenary? You could make more money that way. Either way, here's your pay. Level up, baby! Mamana, baby! So, das war's. What do you want? I'm guessing you're tired of hearing me ask this, but any estimate on when the next fight will take place? I had hoped you'd ask that. I do. And this time, you're in for a real challenge.
Another shapeshifter? No. If you're man enough, you'll fight the beast tonight. The beast? Aye, the pride of the pit. And the good thing about it, even if you hack it to shreds, all we need to do is give it some elixir and have our necromancer stick it back together, and it's as good as new. I won't lie, though. It'll be hard this time, and chances are you won't make it out alive. If you do make it, though, it'll be worth your time. You're resurrecting that creature? What is this? Sinistra? Something like that, aye. But let's not dwell on the details, shall we? Well, you know my answer, I fight. Thought so. Well then. Defeat the monster. But can the destroyer What the hell? also oppose the beast that's been soaking this soil in blood for decades? We shall see. Unleash the beast! No, no. No, thank you. What? Huh? What the? Hey, what are you doing? Get out of the ring now! Let's see you dance. What? Destroyer. What the hell? Das ist unfair. Das ist ein Fehler nach den... Ah, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Good. That's enough. Let's talk. Nee, 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 ich bring dich um. Was? Fair enough. This is better. Forgive me my dramatic entrance. I hope you have got a damn good explanation for this, otherwise I will continue where we left off. Come now, will you? I don't want to kill you, otherwise I'd have fought very differently. I'm Thero Naris, voice of the Father. I've been watching you for a while now because I'm looking for someone with your set of skills. And, our little encounter down in the pit erased the last doubts I had about you. Voice of the Father? That accent. You're an outlander, aren't you? No, I'm an inlander. Shit. Does that mean I have to explain who the Relator is to you? You're some kind of guild that's controlling the Undercity, right? Right. The Relator is more than a bunch of criminals, though. But we'll get there. Regarding your original question, the Voices are the military arm of the Relator. I'm sure you've seen some of us before. We come into play when a matter needs a strong hand to resolve itself. So this was supposed to be some kind of test? Indeed. Let me get straight to the point. I want to hire you for a mission. Indeed. Do I look like a mercenary? Well, you look like someone willing to slaughter other people in front of a gawking crowd for a handful of coins. At least that's what you did down there. But don't get me wrong, I don't judge. The pit fighters know what they're getting themselves into. But after what I saw you do down there, I concluded that you're willing to do a lot of things if the pay is right. Or am I wrong? Schon wieder diese Unterstellung, dass ich eine Money-Prostituierte bin. I was down there because I liked to fight, not because I needed the money. I needed the XP, man. I see. How refreshing that you Sun children always find new, fun ways to kill time. But even if it's just a thrill you're seeking, you'll find it on the mission I'm offering you. Tenfold. Fair enough, so tell me about this mission. Actually, it's simple. I want your help in killing someone. Who that?
Wait, the head of the Ralpha? Their leader, not mine. When I was 6 years old, the Relata abducted me and a dozen other children. That is, they bought us. Shagun, the old cunt who owned our orphanage, she sold us like cattle. The Ralpha abducted you, children? Us, and over the years, at least a dozen more. And we all came from the same orphanage. The refuge. And no, I have no idea what they did to us. I remember nothing. Wait, did you just say that the woman who ran the orphanage sold you? Why? Why? Well, probably because the father shoved an ingot of gold up her ass for every child she sold. But the flesh maggots got her a while ago, so she took her reasons to the grave with her. So you were an orphan? Yes. Why would the father abduct children? That's the big question, isn't it? At first I thought it was about child trafficking. You know, tender little knaves and girls for rich bastards. Ark's bigwigs. Yet now I've come to the conclusion that it must have been about science. Experiments. You mean the Ralpha conducted experiments on you? Only the father. As I said, I'm pretty sure you have the wrong idea about them. The Relata doesn't see itself as a guild of murderers, but as a faith. A sect. A cult, in other words. The blackmailing, the shadow tax, is how they finance their little community. I see, but you're alive, but that does mean... Oh, wait. What do they believe in? That the physical body is the worst thing that ever happened to man. It's a hull that needs to transcend. But we digress. If we're to work together, you'll soon have some rogue cultists telling you all this shit anyway. I see, but you're alive. Does that mean you were somehow able to flee? Kind of. After the father was done with us, he simply disposed of our corpses. This is also the first memory I have of that time after the abduction. Waking up in a pile of dead bodies. I don't know exactly, but I must have been somewhere between 12 to 14 years old. Still half a child, in other words. As you can imagine, I was a mess for the first few moons after that. Once I was able to think somewhat straight again, I looked for help in the upper city. Of course, the guards didn't believe a word of what I said and sent me right back down into the caverns. Wait, you told them the Ralpha conducts experiments on children and they didn't do anything? No. And frankly, it doesn't surprise me. I'm sure hundreds of ragged kids from the Undercity had come to them before, telling them horror stories about how much they suffered down there, only to get a bed and some food. Also, as you may have figured out by now, the Order doesn't have any power down here. The Relata controls the caves, and that's how it will stay. I'm not sure what to say, that's horrible. Many things are horrible. Still they happen. Yet you're a voice of the father and intend to kill him, so you're some kind of infiltrator? Correct. And let's put it this way. I came to realize that no matter how much I cursed and cried, nobody would come to my help. So I decided to take matters into my own hands. I taught myself how to survive and how to fight. And years later, I entered the dust pit for the first time. One of the voices saw how well I could fight and offered me to study the Relars. Relars? Their codex, their holy scripture, written by the father himself. I shaved my head and became a scion, the lowest rank. Wait, nobody recognized you, not even the father? The father doesn't bother with most Relame, especially not with the scions. Also, when they discarded me, I was still a child. Now, I'm a man. How long was that, your infiltration? 8 years ago. So you're out for revenge? Revenge? Yes. I want this monster to pay for what he did to me and the others. And I want to make sure that it will never hurt anyone again. Ever. One of the core beliefs of the Relata concerns the Day of Transcendence. It's the day when every Relame who's ever proven him or herself worthy leaves their body to continue existing as an immortal, immaterial being.
And they also believe that this day is imminent, since the father found a way to achieve transcendence for himself and for his lambs. In the weeks to come, he will set out an expedition to the Frostcliff Mountains. Since this expedition will be an extremely dangerous undertaking, he will bring along almost a dozen of the best mercenaries available. You will be one of them, and together, we will kill the father. Wait. And you're telling me all this just because you saw me fight? I'm telling you this because I need someone who knows how to kill. Better than the usual cutthroat you find down here. And you seem to be that someone. Also... never mind. As I said, you can fight. That's enough. What kind of expedition? Well, the Relator spent the last 2 years excavating an old temple that apparently was lost in the glacier for centuries. According to the father, this is where we'll find the key to achieve transcendence, but that's about all I know. How can we convince the father to hire me as a We're mercenary? doing something that impresses him. As you can imagine, the Relator already has its stock of sellswords they rely on. But if we do something that impresses the father or the first seer, it might be enough to convince him to hire you. Look, I know how shaky it sounds, but it's our best bet. So, are you with me or not? Yes, I help, but if what you say about the father is true, he needs to face justice. Absolutely. Meet me at the Wailing Tree, 2 hours from now. Here. This'll help you get back to the Undercity in case you need to return to the surface before our meeting. Stay safe. Quellian's last smile. Okay, that was weird. Jetzt bin ich wieder aus dem Dings rausgefallen. Warte mal, speichern wir das mal ab. Spiel, reagier dich. Reagier bitte mehr. Es reagiert wieder mehr. So. Habe ich jetzt hier hingebracht. Okay. Das war jetzt aus dem Nichts. Aber da er eh zum Frostcliff Valley will und da eh die Ruinen sind und das Spiel gerade abgestürzt ist. Oh nein. Oh, Remembrance. Esme trusted you enough to reach out to you after the old tragedy in Old Ismarept. 8,1% players have this achievement.
So. Achso, ja, dann raus. Aber am Frostcliff... Move along. Okay. Warte mal, ich muss jetzt ein bisschen Kohle gemacht. Ja, 1400. So. Wo ist der... Okay, falsche Richtung. Warte mal, warum geht... Warte mal, ich sollte... Nee, lass uns mal erstmal eher die... Wie heißt der nochmal? My sir. Move along. Wo ist die... Nee, falsche Richtung. Ja genau, wir müssen erstmal nochmal zurück zur Arena. Ich nochmal mit der Alten reden, sonst denkt ihr, ich bin da irgendwie abgehauen oder ich hatte da irgendwas mit zu tun oder der hat mir irgendwie geholfen. Mhm. Alter, wie bedrückend die Undercity echt manchmal ist. Naja. Bisschen ruhiger heute, aber jetzt fängst du wieder ein bisschen schwüler zu werden. Jetzt kriegst du wieder zurück. Greater Ear Candy. A Sunchilder. I bet you came to watch those fools cut their guts open in the dust pit. Well, that's the only reason you snobs ever come down here. You're not one of the Relata's mercenaries, are you? Word has it they're hiring again. I'd give them a wide berth if I were you. Silver Cloud. Warte mal. Oh, eine Shisha-Bar. My sir, you look as though you have a kind heart. Get the fuck away. Spare a penny for me. Okay, das ist keine Spiel. Don't ask. Schon wieder in dem Bordell gelandet. Raus hier. Ah! Denk doch mal einer an die Kinder. Ich dachte, das wäre eine Shisha-Bar. Skandal. Aber in Ruhe kann man hier... Du machst das doch extra. Nein, ernsthaft. Ich mach's nicht extra. My sir. Warte mal, ich gehe gleich zu dem. Aber erstmal nochmal in die... Ich mach's nicht extra. From the upper city, huh? You got guts. What a surprise. Didn't think I'd ever see you again. Sorry for what happened down in the pit. The Athera. I don't want to know. If the Relata acts, you don't ask questions. That's the first rule you should hammer into your head down here. In other words, it's fine. The crowd was a bit disappointed, but technically, you won. Though, as I'm sure you understand, I can't pay you this time.
I will XP. And what now? When can I fight again? How about never? What? Why? Why? Because no pit fighter, no matter how powdered and glimmer-capped Dusty is, will voluntarily fight a friend of the Relata. If he loses, he dies. If he wins, he dies too. Because the Father's voice will come get him. And now come on, don't give me that look. You earned a shitload of money in a very short time. Maybe you can come back in a couple of moons or so, if the dust is settled. But until then, forget about it. Ich bin enttäuscht, Alter. Aber wenn ich es dein Laden niederbrennen. Okay, dann sind wir schon mal hier. Können wir direkt weitermachen. There you are. Ready? What's the story behind that tree? Tree? Oh, yeah, sure. The people down here call it the Weeping Tree. They believe that the Black Guardian, once a year, fulfills one of the wishes they write onto these notes. Superstitious nonsense. Dann war's das mit der Arena. They might as well send their wishes to the Blue Island Coalition. Oh, schade. Well, sometimes hope can help. Maybe. Ready to set out? You're not wearing the garments of the Realfa. How come? What do you think? Because we don't want to draw any attention. If somebody sees me walking around with you, it won't be the end of the world, but I don't want to cause unnecessary problems. What's the plan? First, a question. Have you ever heard of the Night of the Blind Daughters? Nope. A massacre that took place 20 years ago. It was at the Farmer's Coast, around midsummer. The farmers had just put out the lights after a long day's work. Suddenly, shrouded figures showed up out of nowhere, with steel masks covering their faces. They broke into the houses and killed anybody who dared to stand in their way. While they merely wreaked havoc on most of the farms, any family with a daughter between 12 and 16 winters was less lucky. All in all, these masked people took 10 daughters that night and carried them away. They were found 1 week later. They lay on the Penny Road, mutilated with their eyes sewn shut. 1 girl each mile. What? The guard didn't intervene at all? They tried, but the few farm boys who were there in time stood no chance. These masked attackers were assassins, as deadly as the petrified and as brutal as lost ones. But why? To this very day, no one knows. However, there are theories. Do the names the Black Libra and J.L. Hannison ring a bell? The Butcher of Ark. Tennyson, wasn't he some kind of serial killer who took his own life? Yes. Thing is, in this book he left behind, Tennyson claims to have been part of a cult called the Black Libra. Even nowadays there are still scholars that deny its existence. But according to Tennyson, they see themselves as some kind of counterbalancing power. They make sure that malice and sin, they don't gain the upper hand in this world, and that the scales of good and evil thus stay in balance. And that's why they murdered those girls? That doesn't make any sense. Well, this is where it gets bizarre. Normally, the Libra only kills people who have already sinned. Tyrants, rapists, murderers, and so on. Which is also why the attack on the Farmer's Coast didn't make any sense, and still doesn't for most people today. However, the father has a theory. So he's an expert on the Black Libra too? Well, he does have an avid interest in them. Let's put it this way. He has dug up every little bit of information that there is. But we'll come to that later. What's his theory then? When did the Black Libra murder these girls? According to the father, the Black Libra chooses their sinners through the dreams of some kind of holy child. The dreams are interpreted by the Libra's priests who extract the names and faces of evildoers from them. Say nothing. However, the child doesn't just see people who have already sinned. She also sees evil in its inception. Thus, the Libra might decide to kill a boy before he becomes a tyrant, or a girl before she gives birth to a murderer. I know, it sounds insane, but that's what it is. But apparently the Libra fully believes in this principle. The child is omniscient.
What a pile of horse shit. They kill 10 innocent girls and believe they're doing good? Yes. Wait, so these girls had to die because the Libra believed they would give birth to murderers? So it would seem. Though according to the father, they wouldn't have just been ordinary murderers, but emissaries of the End. Whatever that may mean. What? I see. And just how does this relate to the Rialta? Simple. The father believes that the Black Libra knows the secret to transcendence. This is why he's been studying Tennyson's books like a madman. Especially one in particular, in which he describes the initiation ritual he underwent to become one of their assassins. And I also think that this temple in the Frostcliff Mountains is somehow related to the Libra. Long story short, apparently the pages of Tennyson's original manuscript describing the initiation ritual in detail are forcefully torn out, and the father wants to find them. And you want me to find them, right? Right. And I happen to know the only person who might be able to tell us their whereabouts. A man named Collian. Quellian from Tennyson's books? Correct. He was also an assassin of the Libra, and Tennyson's mentor. In other words, an unscrupulous piece of shit that did nothing but murder people for decades, guilty, the innocent alike. According to the father, he was also the one who orchestrated the Night of the Blind Daughters. However, that massacre seems to have been too much even for his rotten conscience to bear, because he left the Libra shortly thereafter. He took on a new identity. He's been living as a beggar in the Undercity ever since. I saw him once. It's no wonder that nobody knows what kind of monster he is. He's gone completely insane. Drinks away every penny he gets his hands on. Exactly. If we bring them to the First Seer and I tell him how I couldn't have done it without you, he might consider hiring you for the expedition. That's the plan. Not the best one, certainly, but, all we're getting. And what if he doesn't hire me? Then we'll need to improvise. Let's just hope it doesn't come to that. Alright, where do we find Quellian? He currently lives in the communes. That is, if he isn't in some whore's bed in the Silver Cloud right now or getting hammered in the False Dog. I'll let you do the talking. It's unlikely that the First Seer will find out, but the more you actually help me on this mission, the more convincing our little story will be. One more thing. Don't go easy on that scum. He might seem harmless now, but remember what he's done. And remember that those 10 mutilated girls on the Penny Road are just one more page in this man's book of sins. Okay, it's time. Sünder jagen, um andere Sünder zu bekämpfen. Huh. Warte mal, lass mal hier schnell auf Feuerball wechseln, sonst dauert es ein bisschen zu lang. So, auf engen Ekelkisten wirklich die Mystical-Sprüche nicht. Das hat mir bisher nichts gebracht. Die Normie-Sprüche passen eigentlich schon ganz gut. So im Close Combat. Komm. Oh shit. Aber das... Der Vater etwas mit... Also irgendwie fügt sich das hier schon wieder zusammen. Und der Butcher von Ark... Well, look at that. Our friend has a visitor. Get out of here. What? I said,
Get out of here. We need 10 minutes. Afterwards, you can fuck as many men as you want. Of course, my lord. At once. Warte mal, hat die nicht durchsucht gerade? Interesting. You sure that's him? Yes. Why interesting? Never mind. Look at him. Pissed like a rat. A miracle he could even get it up. Do you want me to wake him up? I sure as fuck don't want you to cuddle with him. And again, never forget what this man did. He may look pathetic, but that doesn't change the fact that he orchestrated the murder of 10 girls. Innocent girls. Yeah, who are you? Nylock is tired. Nylock needs sleep. Shut up. I'm the one who asking the fucking questions. Oh, of course. Nylock understands. You remind him of Kalian when he still lived. So much anger in you, so much hatred. Kalian knew this feeling too well. This anger, this cold, rotten wrath. And then the dream came and showed him his calling. But he was so blind, he didn't see where the road led him. Only when those little flowers' corpses lay dead in the dust did he see what he had done, what he had become. Now Kalian has been punished. He's dead, and Nylock deserves to suffer for eternity. So it's true, you left the Libra because you regretted what you've done? Regret? No, Kalian had regrets, yes, but Nylock isn't worthy of these feelings anymore. Regret is a pure feeling, as is absolution, but Nylock doesn't deserve purity. So he hates himself, hates his pathetic existence, hates himself for all the suffering his old skin brought upon the world. Why did you do it? Why did you order the murder of those girls? Why? Because the decrees demanded it, and the decrees don't lie. They never did, and they never will. Wait, you actually still believe this nonsense? That those girls would have given birth to monsters? Aren't you listening? The decrees don't lie. Those little flowers had to die, because if they had not, something terrible would have happened. Kalian knew, Nylock still knows, but still, it broke him. All their pain, their tears, their suffering, their screams. It was too much to bear, even for him. But how do you know? How do you know those girls would have given birth to monsters? The decrees never lie. According to Tennyson's biography, the Libra kills anyone who tries to desert. Why are you still alive? I told you! Because Nylock buried his old skin. The Libra doesn't care about Nylock. Why should they? He's vermin. Either way, we're here for a reason. We're looking for the lost pages. Pages? Nylock doesn't know what you mean. Now please, go. Nylock is tired and needs to sleep. All right. Let me rephrase my friend's words. You stop playing confused oracle and fucking tell us what we want to know now. And then maybe, just maybe, we'll let you live. Are we clear? But Nylock just... Are we clear? Yes, sir. Nylock understands. Please forgive him. So, the pages. Yes, of course, the pages. Nylock remembers. Kalian tore them from Tannerson's book before the world could see them. Blazes, what's all this talk about Nylock and Quaylen? You are Quaylen. No! I told you! So why are you not listening? Kalian is dead. Don't you understand? He's dead, and Nylock buried him.
Oh, no, no. He's sorry. Please don't hurt him. He will not raise his voice again. Look at him. He's gone completely insane. I'm guessing all this Naylak talk is a way for his brain to cope with the guilt. He's created a new persona without all the blood on his hands. That is, unless he's lying. What? Why? Why should Naylak lie? What? Why? Why should Naylak lie? How long have you lived down here? How long? Years? Decades? He doesn't know. Kalian had a sense of time. Naylak doesn't. And show us where these pages are. Yes. Yes, of course. But tell me, what do you want with them? You won't be able to read them. Why wouldn't we? Because they're written in the language of the Libra. Even Kalian couldn't read a single word of them. Then how was Tennyson even able to write them? Isn't it obvious? Because something else guided Tannyson's hand when he wrote them. I don't care. You lead us to the place where you buried them, or you will do it now. Naylak doesn't have a choice, does he? All right, he will do as you demand. The pages, he buried them together with his old skin. He can show you the pages. But tell him, my sir, if he shows you the pages, could you... Well, Naylak is hungry, Naylak is thirsty, and he has no more coin. If you can afford a whore, you can also afford a piece of bread. He understands. Fine. Come, follow. Dafür beklau ich dich, Alter. Oder auch nicht. My sir, Naylak has a question. What? Your face. You seem familiar. Are you certain that you have never met Naylak before? How would I know? That's just how they are. This is the way to the tar pit. Are you sure that's where we're supposed to be going? I warn you, if this is a trap... It's not, my sir. Naylak is vermin, but he knows when he has to obey. You can trust him. I won't. But fine. Look at that. Another snob from the surface. Damn you, Order. Damn you all. Bloody vermin. All of them. Ahoy. Junge, das stimmt hier nicht. Ich glaube, ich hätte ihm Geld geben sollen. Hold it right there, old man. Where do you think you're going? You're a little too old for digging. He belongs to us. We're acting under the Father's orders. Brother Wrath, from ashes to blood, from blood to liberation. I didn't recognize you. Forgive me. From ashes to blood, from blood to liberation. Let us through. Of course. Father's blessings. Father's blessings. Keep going, scum. Yes, of course. Move along. Irgendwas stimmt hier nicht. Yes, we're here. This is where he buried the pages.
The deserted tunnels. We should be wary. There are a lot of lowlifes down here. Look out! King scum! You'll Enemy! You fucking scum! You'll pay for that! Meine Fresse, ey, warum stehst du auch direkt neben denen, damit ich dich nicht angreifen kann? Yes, we're here. This is where he buried the pages. So, Alter. Jetzt gibt's auf eine Bagge. Animals. Das war's? Ja, wo sind auf einmal die Wild Mages? Finally. Alter! Okay, der kam von hinten, habe ich nicht gesehen. Lil. Yes, we're here. This is where he buried the pages. Deserted tunnel. Look out! Geh nicht vor, geh nicht vor! Okay, Chain Lightning. You fucking scum! You'll pay for that! Firma dankt. Warte mal, lass mich mal euch heilen hier. Heal the caster, circle of protection, blessing of life. Heals allied target for 70 points and worsens your can't feel by 10%. Kann ich mit leben. What the hell? Back there. That is where he buried his old skin. Please, my sir. You need to just take these last few steps alone. Naylock can't. He just can't. Is this a trap? What? No, of course not. It's just... Naylock can't. Don't you understand? To see him after all this time? No. Kill Naylock if you don't believe him, but he will stay. Fine. You go on ahead. Ah, wir hätten ihn nicht gehen lassen sollen. Look for the skeleton. You need to dig. Don't shout.
Look who's there. You'll pay for that. Tja, Bürschchen, hättet ihr euch mal ein bisschen besser zusammengetan, ne? Skeleton. I'm not seeing anything. Let's look around. Skeleton? Also natürlich, das war jetzt ein... hat uns vernatzt. Was er wahrscheinlich getan hat. Oh. Skeleton. Warte mal, Skeleton. Warte mal. Detect life, detect death. Aha! Ah ne, das ist der Marauder, den ich umgebracht habe. Also nicht aha, sondern er hat uns genatzt. 100 Pro. Can you spare a moment? There's something I wanted to ask you. What? Is it true that the Ralpha controls the entire Undercity and not the Holy Order? It is. Why? How exactly does the Rialta rule? Well, actually, it's simple. Everybody who lives down here and earns money has to give a part of that to the Relata every month and get protection in return. This applies to everybody, from beggar to crime lord. And if they really have nothing to give? That's an exception. How powerful is the Rialta really in terms of strike force? You mean when it comes to killing cocky bandits and vampires? Quite powerful. I don't think you find more skilled sinistropes or assassins anywhere else. Of course, in a fair duel with a keeper, most voices would probably end up in the dirt. But that's not how people fight down here. And the Order doesn't have a problem with that? On the contrary, the Order is quite happy with the way things are going down here. They take care on the shiny surface, and the Relata take care of the stinking caves below. I'd like to know more about the Raltham and their faith. Why? Because you should know your enemy. Fine. I can give you the essentials, but beyond that, I can't be bothered. Ask. What are your duties as a Raltham, as a voice especially? This and that.
Most of the time, I'm busy reminding the residents of the Undercity to pay their shadow Desire tax, to the more and to make intensifies. them feel the consequences if they don't. What consequences? Anything from a clout to the ear to a knife between the ribs. Wait, you want to kill the father for the good of the world, but you don't mind killing people for the welfare? All right, two things. First of all, I've killed no more than a handful of people for the Relata, and they weren't poor women with babes sucking at their teats, but scum, who knew the rules and thought they could play rebel. Believe me, it takes a lot for the Relata to order the death sentence for someone. They are criminals, yes, and they are led by a monster, but they are not stupid. If every misdemeanor were to be punished by decapitation, it wouldn't be long until there'd be a revolt in the Undercity. Secondly, nothing in life comes for free. If you think you can achieve something of relevance without compromising a part of yourself, then you're a fool. The death of the father could be worth 100 dead cutthroats, and I'd put arrows into each of their chests if it would get me any closer to my goal. You got a point. You can trust me on one thing, though. Killing these people, it didn't come easy. And some of the things that I did to not lose my cover will haunt me to the grave. But you know what? Sad as it is, the world needs people like me. All these do-gooders who think they could fight evil without getting their hands dirty are self-righteous idiots. The monsters of this world, the murderers, the tyrants. You need to speak their language if you want to be a threat to them. Everything else is a delusion. If the father is right and transcendence is imminent, why not just wait for him and the Ralpha to disappear? That's a bloody stupid question. Okay, let's assume for a moment that we don't intervene and kill the father on the expedition. There are 3 possible scenarios to how this visit to the room of paintings would go down. Number 1, it goes wrong and he and whoever follows him inside all die. This is the only case where you're right. Number 2, he succeeds and actually manages to separate his mind from his body. Then we'd have a spectral murderer floating through the world possessing powers we can't even begin to imagine. Number 3, the temple turns out to be a dead end and he returns to the Undercity. Then we might have missed the only chance to even get close enough to kill him. You get my point? It's too much of a risk to sit on our hands and hope scenario number 1 happens. Mein Hunger for Knowledge has been quenched. Was jetzt eigentlich nicht das eigentliche Problem löst. Aber ich vermute, dass der Vater irgendwie connected ist mit der ganzen Sache. Oder zumindest, dass der Butcher von Ark ich meine, es würde für den Cycle echt Sinn machen, wenn es mehrere Punkte, mehrere Sprossen auf dieser Leiter der Vernichtung geben würde. In dem Flashback haben wir auch alle möglichen Leute bekämpft. Was ist das denn hier? Okay. Okay, wie machen wir das hier kaputt? Ist da was dahinter? Hab ich das nicht Zeit fürs Rage. Da ist doch was dahinter, sehe ich doch. Oder bilde ich mir das noch ein?
Ich bild's mir nur ein. Was tun wir hier? Wir suchen nach einem Skelett. Aber ich nehme an, der hat uns hier genutzt. Oh, hier ist ein Skelett. Let me see. Yeah. Well, that looks promising. Then I guess we need to dig. Come help me. Ich habe sogar eine Schaufel dabei. Go. This must be it. Pretty big. What the blazes did he put in there? What's that smell? Ich habe das Gefühl, dass das eine... What the? Oh, shit. And I thought I buried Qualian. He was speaking metaphorically. You mean this body is... Nonsense. You want to know what I think? This is probably some poor sod that crossed this lunatic's path at the wrong time. So we put him right into the crate with the pages. Bloody son of a whore. Even if that's true, why would he go to the trouble of burying him? He could have just left him here. Oh, fuck if I know. We're talking about a man who murdered 10 girls in cold blood because his cult ordered him to do it. I think you'd be well advised to stop trying to apply logic to his thinking. Either way, I think we found the pages. Right you are. Come on. You take them. Quali's last smile. Ancient mask. Coin. Got them? Alright. Back to Carlian. Ja, den machen wir jetzt erstmal zur Sau. Aber das war ja irgendwie zu erwarten, ne? Dass er einen reingesteckt hat. Aber ich habe eher das Gefühl, dass wir gleich angegriffen werden. Speichern! Get up, scum. My sir. You found what you were looking for, didn't you? He can tell by your eyes. We found the pages and something else. Whose corpse is in that chest? What? But he told you, didn't he? It's Kalian. Naylock buried him. So you're seriously trying to tell us that that corpse over there is your old self? Yes. He said it before, didn't he? Kalian couldn't continue to live in this shell after what he did, so he shed it and gave birth to Naylock. And Naylock buried him, together with the memories. Uh-huh. You don't believe him, do you? You believe Naylock is lying. But it's the truth, the simple truth. You two, more than anyone else, should understand. Sure. Either way, we have what we wanted. And now it's time for you to pay for your crimes, Carlian. It's been long overdue. What? But you said that you would spare him if he'd show you the pages. I lied. We said that we would think about it. And guess what? I did. You're a murderer, Carlian. And you've killed more people than I can count. Men, women, and children. And you know what? This whole act about how remorseful you are, I'm not buying it. Yes, you drank your bloody brains into oblivion, but ultimately, the only one you truly pity is yourself. Moralische Konfliktsituation. Oh damn. Ah.
What good would killing him do? It won't bring the victims back to life. What? And to you, that's all that matters? If we let him live, even as a stinking beggar, we spit on the graves of those 10 girls, as well as on everyone else this piece of shit has butchered. This is about justice. I thought you'd be bright enough to understand that. You're right, let's end this. Yes. Any last words? Was ist mit moralisch fragwürdig passiert? Eigentlich nichts. Naylock remembers. By the name of the sun, you were in the refuge orphanage, you and your friend, Letho. What do you know about the refuge? Back then, before the flesh maggot plague, when Naylock was still strong, the Kyranian woman who ran the orphanage gave him work. Don't you remember? He carried crates, he cleaned the floor, he cooked. That was you? Uncle Naylock? Yes, that's what you called him, Uncle Naylock. By the Guardians, it's been so long, but he remembers it all now. You and your friend, you were inseparable. Until... You're right. Also noch ist nichts moralisch fragwürdig passiert. Das kommt jetzt. You were there when they took us. Worse, you helped them. What did she pay you, that old cunt? Huh? Carrying crates, selling children to the Rolada? All the same, isn't it? No, what? Naylock doesn't understand. He only... Ooh. Let's go. Wait, you knew him? Yeah. His face seemed familiar, but I just couldn't place him. So you worked in that orphanage you grew up in, the refuge? Yeah. We called him Uncle Naylock. Shagun, the matron, gave him work as a gopher. Wasn't as much of a wreck back then. Can you believe it? A former serial killer working in an orphanage. Apparently the old cunt liked to surround herself with people as rotten as she was. And who was this Letho Quarium Quenchant? Doesn't matter. And you think Quarian helped the Ralpha with kidnappings? I know it. He'd been there the night it happened. One of us, Wilma, she refused to go. She screamed and kicked. But Naylock held her while one of the father's voices gave her a sleeping potion. That fucking piece of shit. We're now... Well, as I said, we're done here. Next we need to bring the pages to the first seer, which will, hopefully, encourage him to consider you as a mercenary for the expedition. But we'll see. Before we do that, though, we need to discuss a couple of things. We cannot afford a single mistake if we want this to work. Meet me in my hideout tomorrow morning, alright? It's a small abandoned warehouse in the main cabin, right before the path up to the city. There's an old poster of the theater right next to the door. That's how you recognize it. The dark corners of our minds. Fair enough, until then. Until then. Wait, for the price of sin, da krieg ich noch ein Achievement für, dass ich einfach nur zugeschaut habe, wie er alle umgenietet hat? Okay. Okay. Ja, also wir werden... Haben wir nicht aufgepasst, dass du da verschont wollt? Nö. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir den sofort töten. Aber mich hat es halt gewundert, dass es jetzt davon das Achievement gegeben hat. Dass ich halt nichts gemacht... Dass ich nichts gemacht habe. Dafür gibt es schon Achievements. Was ist denn hier los? Was soll das? Verschonen hier auf diesem Twitch-Kanal? Gnade gibt's hier nicht. Heute ist Sonntag. Gnadenlos Sonntag. Oh.
Der gnadenlose Sonntag. Gnade gibt's hier nicht. Die Sünder müssen sterben. Ich stelle aber trotzdem Fragen. Das gefällt aber dem Trave irgendwie nicht. Der hat es irgendwie nicht so gerne, dass ich den irgendwie in Frage stelle. What? Sir? Leute, ich habe hier gerade alle eure Freunde umgebumst. Und da kommt ihr jetzt hier an und denkt, keine Gnade für Räuber. Da gibt es einmal Feuerbär. Da habt ihr gut gebrannt, ihr Malaka. Jetzt mache ich auf eure Leichen etwas Kacke. Diese Mystical-Sprüche machen es zu einfach. Oder ich bin einfach nur ultra krass. Ich sehe eine Runde Nio. Wird mich wieder zurechtsteuern, stutzen. Bis dahin bin ich aber der krasseste Typ. Bomb Malaka, links und rechts weg. Alle tot. Liegen sie in ihrem Kot. Das macht jetzt ruhig nicht Lohn. Gut, dass du es selbst erwähnst. Also, ich glaube, ich baue mir nochmal so einen Kanal, hier dieses, ach, wie heißt du mal, diesen Channel-Punkte-Ding. Bestrafungsstream für Cockiness. Aber nicht für 30.000 Kanalpunkte, sondern nur für 10.000. So, keine Ahnung. Eine Stunde Dio oder so. Mit Levelzwang. Müsste sich jemand eine zusätzliche Runde Dio geben? Nein! Das muss es nicht, Dubi! Das muss es nicht. Ich glaube, da war ich lieber 100.000 Stunden draus. 100.000 Credits draus. Bin zu krass. The Kraken. Wobei. Ich finde das schon ein bisschen bedenklich, dass das hier so Forgotten Realm mäßig aussieht mit den mit den Büchern teilweise. Heute, ich weiß, ich habe mich ein bisschen heute mal so, also ja, eigentlich längere Geschichte, warum ich es gemacht habe. Aber egal. Ich habe mich heute nochmal durchgeklickt und mir ist gar nicht aufgefallen, dass es auch nochmal so ein Upgrade zu Half-Life 2 gibt. Also nicht nur Black Mesa, sondern halt ein komplettes Reimagining von Half-Life 2. Für umsonst. Wenn man halt Half-Life 2 besitzt. Wie ist es? Wieso hat mir das keiner gesagt? Wieso wusste ich das nicht? Wieso musste ich da wieder durch Steam klicken? Habe ich gepostet, den Link in der Discordo. Ja gut, ja, ich sehe es schon kommen. Ich weiß nicht, aber jetzt wo ich ja weiß, dass ich eventuell Leute hier so rekrutieren kann für die große Schlacht oder so. Hey, jetzt habe ich Emse rekrutiert. Die wird mir helfen. Jetzt muss ich hier diesen Assassin hier. Ich muss mir irgendwie nach seinem. Ich muss hier mehr so nach seinen Sensibilitäten spielen. Ich habe den viel zu sehr. Ich war ein bisschen zu assi zu dem. Ich muss den irgendwie dazu kriegen, dass er mir mehr vertraut. Emse. Semse. Ja, ich habe heute 2 Erdbeerdöner gegessen. Ich vergesse Sprache. Erdbeerdöner. Berliner.
Sparta's leader, the father, just disappeared, alongside half of his lands. Warte mal, was mache ich hier überhaupt? Lass mal hier gehen. So, wir verlassen diesen Ort. Guck, kriegst du vielleicht einen Schlaganfall? Schlaganfall! He was a good man. Das ist ein Hund, mit dem kann ich reden. Zum Glück ist es kein Bär, sonst müssten wir hier gleich schon Liebe machen. Ich sehe doch mal aus dem Weg, Alter. Schlaganfall! We're watching you, sleeper. Any news? I guess you could say that. Huh? Remember that old tramp who was stealing from the Science? We found him last night in the Silver Cloud. Bloody fools. Really? Just had to play the hero, He'd didn't spent you? all the money on young men. He was Man, hier nicht natty mehr when we runter? got him. You should have seen it. He was so busy moaning like a sea dog that he didn't even see us arrive. I claim he throws and he looks up, screams and tries to make a run for it, but forgets that his little boys tied him to the bedposts. I'll never forget that look on his face. Oh boy, I wish I'd been there. Wait, I'm not done yet. He seriously insisted that those two whores had held him there against his will? What did you say? Nothing. I knocked him out cold. Either way, I need to go. Father's blessing, sister. Father's blessings. Hm? Von 2 Ruhen eingesperrt? Das ist wieder eine Bordellquest. Ich lasse mich hier nicht drauf ein. Naja, aber vielleicht braucht er doch mal eine Brille. Die Huren. Move along. Warte mal, hier muss doch hier irgendwo das Ding sein. So eine Kette. Ich bin irgendwie bescheuert? Sehe ich hier nichts mehr? Na egal, auf jeden Fall Half-Life 2 Upgrade habe ich der Liste hinzugefügt. Black Mesa war geil, wieder durchzuspielen. Ach, das ist sein Punkt. Okay. Das ist vollkommen egal, ich muss mich sowieso auch teleportieren. So. Wow. Brille. Baldur's Gate. It's the Love Shack. So. Ancient Mask. Warum hatte der das eigentlich als Defensive Rope? Increases the duration of transformation of wolf blood. Bin eigentlich nicht so der Freund von sich in den Wolf verwandeln, aber das ist vielleicht nur meine eigene Einstellung. Spelltone, Psychosis. 5, das 6 Magic Damage per Seconds. Warte mal, hab ich das nicht schon gelesen? Ich habe das doch bestimmt schon gelesen. Na egal, auf jeden Fall, ich habe einen Knall. Und,
Ach, jetzt weiß ich was, warum ich so viel schwere Klamotten dran habe. Qualian's Last Smile, was ist denn das? Ach, irgend so ein Helm. Hm. Ja, das mit der Lingerie, mit der Unterwäsche habe ich immer noch nicht rausgefunden. Vielleicht muss ich die ja selber anziehen oder so. Was aber wenig Sinn macht. So. Raus aus dem Love Shack! Du hast aber mit dem Bären anzuziehen. Klingt super nach super Easter Egg. Hm. Ich meine, ich kann ja jetzt so ein kleines Schweinchen beschwören. Also von daher ist das jetzt auch wieder alles irgendwie ein bisschen strange. Summons a Deadly Spirit Piglet. Warum ist denn das Deadly? Ach so, stimmt, weil er kann ja so ein richtig fieses... So, ich habe jetzt hier Geisterschwein. 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 Hello. Hast du mich gerade angepöbelt, Alter? Hau ab. Huh? Can I help you? Verfütter ich dich echt an die Schweine? So, warte mal. Vielleicht mache ich noch bis zu dem Morgen. Warte mal, ist der nicht noch in dem Grab hier? Also erstmal über Frostwind. Jetzt noch mal hier die ganzen Scherben irgendwie noch suchen. Aber auf jeden Fall ist erstmal Geld machen irgendwie so nebenher auch nochmal so eine Sache. Wenn ich jetzt kurz vor Entropie bin, was mir nur helfen kann, und dann nochmal irgendwie plus 14 Punkte. Also so 9 Elementalism, dann habe ich Elementalism 100. Mal gucken, was sich dann da freischaltet. Und Rhetorik muss ich mir irgendwie hochsetzen, aber ich habe da nicht die Punkte für. Was lüge ich denn da? Ich habe die Punkte, aber ich brauche Rhetorik. Ich habe die letzten Rhetorik-Skills irgendwie ein bisschen verkackt. Aber das hätte mir jetzt echt so an einigen Stellen ein bisschen weitergeholfen. 7 Punkte, dann habe ich noch 5 frei. Und die lege ich dann in Enchanting. Würde ich mal sagen. So. Und dann mache ich mir irgendwie so ein paar neue... Hole ich mir irgendwie so dicke Klamotten. Und dann mache ich das, was man halt macht, wenn man dick enchanten kann. Dick disenchanten und dann wieder neu zusammenlegen. Aber das mit dem Craften ist schon ein bisschen so... Warte mal, wo ist denn das Grab? We find Poldy und kill him. Wo ist der denn? Zumindest das ist erstmal der Plan. So. Deshalb sage ich dazu Plan. Le Plan.
Monsieur? Ich mach mal die ganze Undercity Mafia Quest mal, glaube ich, dann doch so schnell wie möglich heute. Ach, da ist der. Ja, das schaffe ich dann nicht. Also in-game heute, meine ich. Ja. Jetzt muss ich noch so einen Tag warten. Greetings. Das heißt, dann lösen wir mal so lange alle innerstädtischen Quests und dann war es doch schon mal. Das dürfte bis zum In-Game morgen früh dauern. Warte mal. Das mit der Lingerie geht mir jetzt noch ein bisschen auf den Sack. Warum ist das nicht in den Warum ist es eine Rüstungslingerie? Oder die ist hart dreckig und verschimmelt? Warum kann ich die nicht anziehen? You cannot equip this item. Was willst du sagen? Ich bin zu fett für ein Bikini? Das ist ja unglaublich. Das ist ja die größte Beleidigung in dem Spiel, die ich je erlebt habe. Potatoes, garlic, radish. Yes? Huh. Ding, 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 ding. Er trainiert ja echt Tag und Nacht hier. Und ist trotzdem so ein Lappen. Watch yourself. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Ist das nicht sein Job, die Straßen safe zu halten? The fabled prodigy. I hope you can live up to what they say about you. Da, 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 da. My Sir de Lure. And I felt The prodigy, huh? Apparently we owe you for the shards of this sigil stone. I didn't think I would ever say this, but thank you. Oh, warte mal, du hast mich nicht beleidigt, was ich mir aber das ist ja mal ein ungewohnter Ton hier. Ich glaube, das mit dem Lockpick sollte ich vielleicht auch mal steigern, aber ja. Alter, was ist denn hier los? Alter? Sag mal, du willst mich doch jetzt echt hier vernatzen? Yes, it makes sense. Hey, what are you doing in here? Get out of here right now, or I'll call the guards.
Now look at that. You are the prophet, aren't you? The prodigy. Delighted to make your acquaintance. Was? Ey, alle! With all due respect to your thirst for knowledge, I am not a magistrate, and I've got walk best. Wir doch nur so. Okay, raus. Okay, wir müssen warten, bis der irgendwie rauskommt. Aus dem Schlafzimmer. Wie kriegst du das eigentlich immer hin? Was denn? Okay, aus dem Schlafzimmer vielleicht nicht. Hey, what are you doing in here? Get out of here right now, or I'll call the guards. Oh. Dass ich im Dialog sterbe? Krieg ich nur... Keine Ahnung. An outlander. What are you doing in this part of the city? Shouldn't you be, I don't know, somewhere else? Okay, raus. Einfach die ganz schlechte Idee. Was soll man da sagen? Wusste nicht, dass ihr so angerufen werden könnt. Du bist einfach nicht dreist genug, Dean. Du bist einfach zu zivilisiert. Du redest mit den Leuten, verhandelst mit denen, gehst respektvoll mit denen um, brichst dich bei denen ein, rennst bei denen in die Schlafzimmer rein und belästigst die. Yes? Is it important? Ja, siehst du, was du davon hast. Ja, aber ich bin auf der Mission, die Welt zu retten. Da muss man halt ein paar moralische Konfliktsituationen meistern können. Kleiner Reality-Check. Ja, okay. Die NPCs sind keine Lappen. Wir haben es jetzt gelernt. Obwohl ich der Oberkommandatursmufti bin, ist irgend so eine Apothekenalte immer noch in der Lage, mich wegzubamsen. Ja, bestimmt Level 5. Level 5 Spruch. Aber ich wollte doch nicht böse sein. My Sir Deluna. Oh. The fabled. Oder ich gehe nochmal runter und nutze die Zeit einfach, um Alchemie, Tränke zu brauen, Essen zu kochen und Enchantments zu machen. Kriege ich vielleicht auch nochmal so EP, XP. Das ist ja vielleicht eigentlich keine so schlechte Idee. Oi, you're a traveler, aren't you, my son? Just a few words of friendly advice. Keep away from the Dark Valley. That place was a bloody boneyard before. Get the fuck out of my face. Ich bin gerade von Apothekern umgeklatscht worden. Was soll das? Watch yourself. The streets aren't. Heute bist du zu oft gestorben. Für meinen Geschmack und meine Verhältnisse. Leel. Also ich sollte mal vielleicht diese Diplomatie benutzen, wovon alle immer reden. Und Strategie. Aber das halt für Posseys. So, was heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Tränke. Yes? Stop ignoring me. Yes? Steht hier echt die ganze Tag da. So. Ich habe meine Lektion gelernt. So, dann erstmal, ja, ein bisschen Alchemie. Und dann können wir dann die Dingens-Quest weitermachen. So, Ingredienzen.
Gut was zusammengesammelt mit der Zeit. Ich habe es immer wieder in die Kiste geschmissen. So, an dem Punkt ist eigentlich in Skyrim immer so der Punkt, wo du dann erst wie 10 Level machst, nur weil du irgendwie... wie heißt der Laden? Also irgendwie für 5000 XP irgendwie Tränke brauchst oder so. Was eigentlich überhaupt Sinn macht. Es macht Sinn, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Oder doch? Ich weiß nicht. Nee, da nehme ich das Ganze aus dem ganzen, das ganze Ding und ich habe da noch so viel. Der entleert dann die ganze Kiste. Die Lektion habe ich schon gelernt. Und dann, ich habe noch so viel in der Kiste an Rüstung und so. So, Ambrosia, ja? Swiftness, Fortify, Invisibility. Ah, okay, dachte du aktuell Tab. Nee, entleert die gesamte Kiste in dein Inventory und dann hast du, das macht es nur noch schlimmer. Restore Mana. Optional. Ja, jetzt müssen wir natürlich wissen, welche Lektion, welche Shock Resistance. Weakness Poison, Wolfblood. Warum sollte ich Wolfblood? Vielleicht brauche ich ja Wolfblood irgendwann mal irgendwie irgendwo. Oh. Fortify Entropy, okay. Probieren wir mal was aus. Mit irgendwas, was Beehive Husk. Ein bisschen bedenklich, dass ich so wenig Rezepte bis jetzt gefunden habe, aber so irgendwelche voll die mystischen Megasprüche, mit denen ich ganze Landstriche vernichten kann. Oh, Damage Mana. Okay. Ja, wenn man so ganz viel hat von irgendwas, dann kann man irgendwie was, zumindest ein, zwei Dinge investieren. Oh, Restore Health. Increase Arcane Fever. Nö, will ich eigentlich nicht. Aber gut zu wissen, dass ich es brauchen kann. Da ist jetzt irgendwie nicht gerade alles raus, aber Increase Arcane Fever. Wenn ich das auf irgendwen werfen könnte. Auf irgendwas rumbratzeln könnte.
eine Waffe irgendwie damit machen könnte gegen Magier oder dann einfach die dann so hart arcanifisieren. Okay, der Rest ist nur noch echt Rumfragerei und Ressourcenverschwendung. Ah ja, auf jeden Fall ein paar Rezepte gefunden. So. Kann mir noch was kochen? Eigentlich habe ich so viel gar nicht gejagt, wa? Ah, okay. Watery Apple Cabbage Stew. Also 3 Erfahrungspunkte, da müsste ich echt so 3000 Mal was braten. Okay, augenscheinlich haben die von ENDERAL ein bisschen mitgedacht. Leel. Das Honig scheint ein bisschen zu wertvoll zu sein. Wolf meat, sausage, stew. Sugar Bread. Also die Bananen nehmen wir auch mal nicht mit. So. Chunk of Cheese. Ja, das ist so eigentlich so wirklich so das Inventory Management, aber da braucht man nichts dazu sagen. Wir wissen das alle. Das ist so eine Sache, das bei so einem mächtigen RPG oder so, da muss es einfach besser sein. Aber dann ist das wieder die Frage, hey, inwiefern übernimmt es dann einfach so das Spielerische? Aber das, ich finde, das ist eigentlich, wäre einfacher gelöst, wenn man irgendwie so jetzt nicht so à la Ultima, wie war es nochmal, Ultima 7? Taschen in Taschen in Taschen in Taschen, aber irgendwie so ein besseres Ablagesystem. Damit wäre es eigentlich schon am besten. Wäre es am besten gedient eigentlich? Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, dann sind wir wieder auf 196. So, und dann ein bisschen was disenchanten, Baby. Hood of the Tribunal increases shock resistance, but oder nicht alles einsammeln. Ja, aber ich brauche ja die Kohlen. Ich brauch's doch die Kohlen mit Bub. Die Kohle brauche ich doch.
Deswegen mache ich das ja. Ach nee, dafür brauche ich mehr Enchantment. Ein Skandal. Okay. Ah. Hm. Kaki Fapaki. Warte mal, was kann ich denn schon disenchanten? Oak Bow of Mana Deprivation. You learned the damage mana enchantment from the strongest item. Yay! Warte mal. Ach, das könnte ich auf meine Pickaxe. Oh, okay. Hehehe. Okay. Ja, gut zu wissen. So, meine Pickaxe. Okay, warte mal, dann suche ich mir mal kurz die besten Sandalen raus. So. 10 points of fire damage, brauche ich nicht. Weil vielleicht habe ich das ja noch gar nicht. Staff of Fireball. Woher brauche ich den? Schauen wir mal. Gut, für die anderen Effekte bin ich noch zu schwach. Aber warum kann ich die Sterbe nicht? Oder ist das einfach zu stark? Sind sie einfach zu stark? Bin ich zu schwach? Warte mal, es müsste doch irgendwie so einen Punkt geben, wo ich irgendwie irgendwelche Effekte doppelt drauflegen kann. Wäre natürlich ein bisschen scheiße vom Spiel erklärt, wa? Ah, okay, ich muss es hochleveln. Okay, ich brauche noch bis 75. Sechs Stück. 6 Enchantments, okay. Ja gut, dann weiß ich aber zumindest das Bescheid. So, zack. Etwas Glück habe ich irgendwie noch das von beiseite gelegt.
Okay. Enchantment, Alchemie. Die ist natürlich auch Alchemie hochsetzen. Nee, sparen wir uns das einfach mal. Bleiben wir beim Plan. Ach, ich habe 7 Memory Points. Oh. Vielleicht kann sich Daddy mal was davon leisten. Kaboing! So. Also ich nehme an, dass man, wenn man alle Punkte hat, dass das einem nichts bringt, Lil. If you hit an enemy with a shock spell and their health is low, they're instantly disintegrated. Enemy with fire posse, their health low, set enemy flees. Ja, ich will aber nicht, dass er flieht. Das ist halt mein Problem. Shock Nova. Unleash electrical energy around you, which staggers enemies and then summons a lightning bolt hitting them. Nah. Increases the effects of all armor spells by 35%. Wenn Armor nicht so nutzlos wäre. If an enemy spell hits a spell ward from you, you absorb 35% of its mana. Ah, das mit dem Wards, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Healing spells also restore stamina. Well of Life. All spells you cast are silent to others. Warps you in Psionic Veil for a short period. Yeah, brauche ich nicht. Psionic spells, spells can now be cast from 25%. Stronger enemies. Summoned weapons deal 25% more damage. Weißt du was? Fangen wir doch mal so einen anderen Tree an. Also ich glaube, ich bin hier mit dem Fokus irgendwie fertig. Lycanthrope, Assassination, Tempest, Net of Souls, Soulsmith, Arcane Smith. You can summon the apparition bound to your equipped amulet if it dies. Oh, okay. Enchantments are 10% stronger. Enchantments are additional 10% stronger. Oh. You can make talismans from souls with the rank 2 at the Fastman workbench. The operation can use the Arcane arts better. Ich meine, allein schon Enchantments. Lass ich mir das einfach mal gönnen. Summon Apparition. You can summon the apparition bound to your equipped amulet if it dies or leaves the reality due to other reasons. You are getting arcane fever proportionately to the health the apparition lost since it was summoned. Ey, was? Allows you to see souls with a level 1 and 2 for 40 seconds. The memories of the Phasma allow you to construct ghostly companions for you from the souls of dead people by using your knowledge and enchanting. The Phasmalist can be used with every style of playing, Warrior, Mage and Rogue Assassin. Warte mal, heißt das, ich kann eine Apparition beschwören und mein Elementar beschwören? Phantasma ist eher eine Verzauberungs- und Bastelklasse. Werwolf pusht eher Alchemie. Stamina. A Wall Warrior. Warte mal, was ist eigentlich hier? You can take apparitions into cities. You can make talismans from souls with the rank 5 at the Fastman's workbench.
Ja, juckt mich eigentlich weniger, aber das mit den Enchantment stärker machen ist schon irgendwie eine bessere Idee. 1, 2, 3, 4 Punkte müsste ich dafür ausgeben. You can improve enchanted weapons and armor. Das ist richtig gut. Okay, ich nehme das. Boom. Bam. Use nether souls and find and collect the soul. You can dismantle enchanted weapons and armors. Ja, es sind wirklich 2 Begleiter, einen kurzzeitig und einen permanenten. Muss er bei Tod neu beschworen werden. Ah, krass. Okay, habe ich mir schon fast so gedacht hier. So I went to the hospital and told the nurse I've gotten bitten by a wolf. Where? No regular. Ah. Okay. Habe ich noch einen Memory Point. Den behalte ich mir mal für ganz finstere Tage. No regular. So. Warte mal. Heißt das, dass ich... Canyon Fever. Okay. Wie kann ich das jetzt verstärken? Warte mal. Vielleicht muss ich das einfach nur ausziehen. Okay, ich muss es stärken. Okay. Dann ist die Mission jetzt klar. Enchantment, Baby. So. Warte mal, wie spät haben wir das eigentlich? 3 Uhr. Das sagte bis irgendwie morgen früh. Nennen wir mal an, der schläft bis 8. Für Pharmazimmer gibt es eigene Tische. Da der Orden die nicht gern sieht, sind diese oft gut versteckt. Ah, ich baue mir hier selber ein. Habe ich nicht vielleicht zufällig schon einen gekauft? Pharmadismus habe ich schon gesehen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Kommen sie von hinten an und machen Liebe mit dir. Wie ein Bär. Use net of souls and find a collected soul. Ah, okay. I should search for them. Loses these souls if the unlocked tier of nether soul is high enough. Pay attention to the whispering noise of to find them. Egal. Weiter mit der Quest. Monsieur? Aber erstmal gucken, ob wir da die Dingens Bench. Hello. An outlander. Isn't this nice?
Hey, what place? Oi, you're a traveler, aren't you, my son? We're on Nerum. We're on Kile. Draufgeschissen, weiter geht's. So. Ja, also zumindest geht's ja weiter nach oben dann. Wenn ich dann 2 Summons habe, das mit den Seelensteinen ein bisschen weiter ausfindig mache. Kann auch Ambrosia. Hab Alchemie hoch genug für Ambrosia. Das mit dem Lykantrismus oder mit den Werwolf-Geschichten mache ich nicht. Ich habe das doch in Skyrim nicht gemocht. Das war irgendwie so. Ich fand das ein bisschen fehl am Platz. Ich weiß nicht warum so, dass du dich halt in so einen Kult mit Werwölfen hast und dann, also was ist ein Kult, so eine Gruppe aus Werwölfen hast. Finde ich halt äußerst bedenklich. Also hier der Wishlist explodiert, Explosion. Ja, hat ein bisschen längere Geschichte eigentlich. Ich habe zufällig, also ich bin dort rausgegangen morgen und alten Freund kennengelernt. Also einen alten Freund wieder gesehen, schon lange nicht mehr gesehen hat. Der war halt auch ein Hard Gamer. Aber ein bisschen gelabert. Und dann sagte er, hat er halt davon angefangen, so, ja. Er hat mit Spielen aufgehört, nur Scheiße gespielt. Ne, es sind nur über 120. Und ich habe dann einfach nur mal kurz so mich dann in die Pipe gesetzt und einfach mal gesagt, so, okay, was wäre, ne, such mal Spiele, die gut sind oder so. Aber das ist nicht mehr meine finale Wishlist oder so. Ich habe sie jetzt nur mal geordnet. Alles, was ich irgendwie noch so im Kopf hatte oder so. Genauso wie Kenner. Das hatte ich mal auf der Wishlist und habe es wieder runtergenommen. Obwohl das eigentlich gut aussah, aber das war halt so eine Sache, weißt du. Nicht, dass ich mir das jetzt kaufen würde, aber ich... Ja, weil ich kann es einfach auch nicht mehr hören, so wie Videospiele sind scheiße, bla bla bla. Und dann so, Alter, wenn du scheiße spielst, dann sind natürlich alle Spiele scheiße. Ja, und ach, ich muss den ganzen Tat fangen. So, und dann habe ich halt gesagt, so, was wäre, wenn ich jetzt keine Library hätte, jetzt irgendwie blank wäre und nichts wüsste und irgendwie jetzt nur nach Gefühl mir Dinge aussuche. Und sowas wird man sich dann auch irgendwie selbst beweisen. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich irgendwie so der Ultra-Videospiel-Konnoisseur bin, der irgendwie Spiele irgendwie so 5 Sekunden anguckt und weiß, ob es geil ist. Aber ich gucke halt Spiele 5 Sekunden an und weiß, dass sie geil sind. Und dann einfach mal so, einfach nur irgendwie auf Steam mal ein bisschen rumgesprungen und einen Haufen Titel einfach mal so gefunden, die einfach interessant aussahen. Und ich weiß nicht, ich bin einfach der Meinung, dass es einfach eine Präsentationssache ist und deswegen halt AAA-Spieler, Leute, die einfach nur AAA-Games spielen, einfach so am Leiden sind. Niemand zeigt denen halt, wo sie halt Spiele gucken können. Die wissen halt nicht. Ich meine, ich kann mit der Steam-Oberfläche, warum heulen die mich jetzt hier schon wieder an? Mit der Steam-Oberfläche und mit der GOG-Oberfläche irgendwie umgehen. Ich kann sogar mit der Epic-Oberfläche umgehen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie der krasseste bin, aber ja, man muss sich da halt die Mühe machen, aber wer hat da schon Bock, da sich da durchzuklicken, außer jetzt, wenn du so deranged bist wie ich. Und das ist halt immer mehr so, keine Ahnung, heute irgendwie so mir selber halt bewiesen, ja, ich könnte halt irgendwie geilen Scheiß finden. So Dinge, die zumindest gut aussehen. What is it? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Yeah? Yes, yes. What? Naja, auf jeden Fall ein paar halt einfach mal rausgeguckt, einfach mal geedit. Ich sortiere mal dann irgendwann mal aus Justin Bladerei einfach mal so. Weil der Steam-Algorithmus, ich habe den schon richtig runtergewirkt. Die 3 Anbieter haben schon die perfekte Verwirrung drauf, aber sie ergänzen sich auch ganz gut. Ja, es ist halt... Schwitze ich hier, ist echt wie ein abgeschlagenes Schwein.
Aber es ist halt wirklich eine Sache der Präsentation und deswegen ist halt no fansmäßig, aber du sagst nicht den guten Shit. Ich kenne den Westen shitsmäßig und ich versuche die ganze Zeit ja schon nicht ins Paradies zu führen. Oh Scheiße. Tut mir leid. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. EMP, alles klar. Das Paradies ist tot langweilig. Wie geht's dir, EMP? Gut durch den Tag gekommen. Alter, warum ist das hier so auf einmal so spackig? Hier so schwül. Mega schwül hier. Jetzt fangen noch irgendwelche Vögel an zu. Ah, ist furchtbar. Das wäre der falsche. Ja, nein. Aber es geht halt wirklich um. Deswegen ist Werbung ja so wichtig und Dinge anbieten so wichtig. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Wovon haben wir jetzt geredet? Alter, ich schwitze echt wie ein Schwein. Also. Na, aber er hat halt, also der Kollege hat irgendwie gesagt, ja, es ist halt alles scheiße. So, und ja, bin auf dem Handy, da kann man Buchstaben vertauschen. Ach so, das ist okay. Ja, brauchst eigentlich, also Rechtschreibung ist eh überbewertet. Wir sind hier auf Twitch, wir haben hier keine Standards. Ah. So. Oh, jetzt kommt die ganze Schwülität durch. Die ist echt hier schon wie sonst auch nackig. Well then. Naja, auf jeden Fall. Ich wollte es mir einfach nur mal selber beweisen. Und ich hatte halt wieder recht. Du kannst da zumindest gute Spiele finden irgendwie, aber ja, es ist halt. Muss halt gucken. Nein! Alter, jetzt stürzt das Ding aber ab wie Sau hier. Naja, alles geil. Auf jeden Fall alles geil. Sterbe heute wie Sau, stürzt ab wie Sau, schwitze wie Sau, verbrannt wie Sau. Alles Sau. So, wo waren wir jetzt? Ach ja, hier. Also alles wie immer. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, meine Wishlist ist ja jetzt ein bisschen größer geworden. So, aber das heißt nichts. Ne, ich habe ja nicht die SE. Ich habe ja die normale Edition. Ich habe mir nicht Skyrim 5000 Mal gekauft. Would you look at that? A visitor from the circus. Das war mir jetzt Skyrim auch nicht mehr wieder wert.
Aha. Was erschreckst du mich so? War's dir das wert, Lost One? Wieso? Das ist das falsche Fehler in der Beschreibung von Twitch. Set Games Skyrim. Oh nein! Ich habe gelogen. Ah, vergaß, kein Wort. Ahaha! Das ist ja Amtsanmaßung. Sei froh, dass Porzi dich nicht dabei erwischt hat. Bist du überall Mod? Bist überall Mod, dass du schon gar nicht gewohnt bist, entmachtet zu sein. Ja, bist hier im Twitch-Untergrund. Hier gibt's keine Mods. Und wenn der Mod kommt, dann laufen wir. Maybe. Überall Mods. Ah. Warte mal, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Um den Malaka zu töten, ne? Falsche Richtung, verdammt. Oder? Haben wir beschworen. Porzi! Porzi. Alles klar. Geht es dir gut? Dann ist ja alles wunderbar. Get to the chopper! Was ist das? Wow, Porzi. Wow, vielen Dank. Crazy. Bist du generös? Willkommen. Ich hoffe, du hast nicht so sehr geschwitzt wie ich oder wie alle anderen hier. Du bist total wahnsinnig. Ah, ich wurde assimiliert. One of us. Upgrades, people. Upgrades. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Potzi. Direkt sich wieder nochmal unsterblich gemacht. Upgrades, people. Ich glaube, ich hätte einfach da in dem Bett einfach liegen lassen sollen für einen Tag und dann hätte ich einfach die Quest weitermachen sollen. Warum bin ich jetzt eigentlich hingelaufen? Eigentlich wollte ich dem das jetzt hier wiederbringen. Ja, warte mal, wo ist denn der hier? Ach, du bist tot. One of us. One of us. Sorry. Gut, wir sind jetzt hier wieder pleite. Ah, den einen Tag ist hier. Ja, du hörst jetzt uns. Widerstand unmöglich. War mir schon klar. Und an diesem Tag war Kaya nicht mehr bekannt als Kaya Z, sondern als Kaya Space. Ah. Some people just don't know their path. Wolltest du noch mal erwähnt haben. Damit es auch ja keine Missverständnisse gibt. Denn jetzt kannst du nicht mehr sagen, du hast es nicht gewusst. Wie gut, dass es diverse Kopien von mir gibt im Netz. Ja gut, Kaya Y und Kaya M und Kaya L. Die werden davon hören.
Ein Knödel ist geboren. Ein Knödel. Ein frischer Knödel heiß aus dem Topf. Kajak. Kajaka. Das ist der perfekte Titel. Perfekte Titel für ein Samstagsmorgens Cartoon. Kaya Knödel. Also ich kann jetzt auch eigentlich nicht rausgehen und irgendwie... Ich will eigentlich die Quest sofort weitermachen. Klingt nach einer Nebenrolle bei Benjamin Blümchen. Ja, wahrscheinlich. Und dann hat die einen Spin-Off bekommen. Weißt du, wie das läuft? Bei den Franchises. Kriegt neben Charakter seine eigene Serie. Und ist dann der Hauptknödel. K. Greetings. Frisch gebraten. Okay, dann machen wir jetzt echt nochmal die 24 Stunden Love Shack Music. So. Können wir echt mit der Quest weitermachen? Muss ich mich nicht noch irgendwie noch um irgendwelche Seitenquests kümmern? Das mit dem Father, das möchte ich eigentlich schon erledigen. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Und ich muss den irgendwie auf meine Seite ziehen. Ich habe mir das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so Outer Wild Style ist, dass ich jetzt erstmal hier Freunde sammeln muss. Nach. Warte mal. Wie war das? Nach 60 Stunden Playtime. Mal Freunde im Spiel zu finden. Was ich ja eigentlich immer geil finde, dass so à la Mass Effect 2. Also nicht Loyalitätsmissionen, also, oder nach Mass Effect 1. Das Spiel kann ja nichts dafür, dass du 50 Stunden in der Gegend rumgurst. Ja, aber ich musste doch der Black Mage werden. Ich musste doch der krasseste von allen werden. Mit mystischen Sprüchen bombardiere ich alle weg. 3 Stunden sind hier auch aktiv kein Thema. Ja, will ich auch hoffen. Alles andere ist mir zu casual. Mache ich mir eigentlich vor, ich gehe da sowieso hin. Aber das sind halt die Spiele, an die man sich so den Rest seines Lebens erinnert. Ach so, da ist ja noch was. Z gibt's gar nicht. Nein! Oh nein! Er hat es getan. Geht auch nicht. Ich glaube, das kannst du in der Mod-Übersicht machen. Über der Mod-Oberfläche. 3 Stunden, wenn man ständig Inventur durchführt. Also nur 300 Stunden. Oh. Das fehlt einfach der Pfeffer. Close your eyes, the ravens come to claim its prize. Can you hear his wings in the night? Hush, Was spielt die hier Musik? Das verleitet mich nur zu sehr zu Schabernack.
Dann regnet es wieder Timeouts. Hey, coole Mucke. Step out of your flesh, float higher and higher. Das ist eigentlich nur so ein 80-Stunden-Ding. Mal sehen, ob wir den Infinity 2 Rekord knacken. Warte mal, lass mich das erstmal hier speichern. Also, ich mach das mal eben so. Zack. Geht doch ganz schnell. Skyrim. So, fertig. So. Ja, die ist neu hier irgendwie. Ten girls he found, their young lives are weathered, their skin white as chalk, their eyes stitched together. Only a note was sewn to the tatters, rolled up and sealed, the parchment like leather. Sleep, sweet child, close your eyes, the ravens come to claim its prize. Can you hear his wings in the night? Hush, my darling, don't you fight. Do you cry? Oh, what for? You'll be free forevermore. Step out of your flesh, float higher and higher. Your sins will be paid. We'll snuff out the fire. Ooh, 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 the keepers they met to open the ladder, 10 priests and a prayer. The seal was untethered. The keeper he paled for the note. Blurb ist aber hier ein richtiger, ordentlicher Bot. Augen sind so schwarz über der Seele. Neue Seite aktiven Rapper Quest. Oh, what for? You'll be free forever. Wo kommt die denn auf einmal her? Step out of your flesh, float higher and higher. Your sins will be paid. We'll snuff out the fire. Ooh, 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 Ich kann nicht mit ihr reden. Ah. Die sieht, dass da was in der Ratha aktiv wird und sagt das allen. Ah. Mind your own fucking business. Ah.
Nein, keine Kinder ansprechen. Weitergehen. There you are. I was beginning to wonder whether you got cold feet. Wouldn't a hideout out of town be safer? What? No, on the contrary. Even though us voices have a lot of privileges within the Relata, we're still under constant observation, just like the Scions and the Acolytes. If I were to leave town without any reason, that would raise more suspicion than just dropping off the grid for a couple of hours down here. And what now? Will you take me to this first seer? Well, that's the plan. But as I said, we will have to discuss a couple of things first. And please listen carefully, even if it sounds boring. If we blow our cover, then it will not just be the end of our plan, but also the end of the two of us. So, the Relata has a holy scripture called the Relas, or the Book Out of the Ashes. Its verses are the commandments of every Relaim. How does this affect me? It affects you because there are a couple of rules that you have to abide by once we're inside the temple. To infringe them is a crude sign of disrespect, and no mercenary who values his life would do that. In other words, if we want nobody to get wind of our plan, you'll need to fit in. Number 1, never talk to an acolyte, or voice, or seer if they don't address you first. As a mercenary, you're at the bottom of the hierarchy, on one level with the Scions. Fair enough. By their garments. Scions wear plain robes, and sometimes hoods. Acolytes wear the purple robes of the Relata with their distinctive sun pattern. Seers wear similar robes, only more ornate. Voices wear the same armor that I wear. Rule number 2, wear this, or a helmet, whenever you enter the temple. The Relata detests the display of the body, as all corporeality. Nobody will attack you if you enter the temple unveiled, but it will make people suspicious. And finally, rule number 3, do not openly talk about the Father. It's considered blasphemy. You most likely won't see him before the expedition anyways. There are Relaim down there that have been committed to the Relas for 20 years now, and never saw him in person. Why is it blasphemy to talk about the Father? How would I know? It's a rule. And we all know how much religious people love following rules without questioning them. I'm sure the Father had his reasons. What's the Raltha's problem with the human body? It binds us to the physical plane. Did you ever see the Father in person? I guess I saw him more than once as he experimented on my body as a child. But if you're referring to my time at the Relata, yes, I have. So what's he like? Different. A lot more different from how you would probably picture him. Alright, alright. One more thing. In case the first seer asks, you contacted me, not the other way around. You heard the rumor that the Father is looking for the lost pages, and a man named Rezio Doran gave you the tip about Carlian. You then contacted me and the false dog, and we went to get the pages together. Either way, enough of the talking. I informed the first seer of our coming, and like any sleeper, you will be tested by another voice in front of the temple. Sleeper? A person who hasn't seen the truth yet. In other words, everybody who's not a Relaim. Let's go. Follow me. Mal schauen, ob die uns jetzt verrät. Mind your own fucking business. Und schon wieder weg, die Alte. Warte mal, lass mich noch mal hier kurz die Dinge anziehen.
Ah, okay, Scion Rope. Okay. Die kann nix. Okay. So, mal gucken, wie das jetzt eskaliert hier. Move along. Blah, blah. Boring. My sir. You're not from here, are you? I heard you talk. A sunchild, huh? Word of advice. Don't go sauntering about dark alleys down here. And watch your pockets. Please, I'm so hungry. Some people just don't know their path. Bloody wench thinks she's Vata incarnate. So. Jetzt geh doch mal hin. My sir. Okay. Oh, jetzt ist wieder stinkend kalt auf einmal. Ah. Was ist denn hier los? Shirt an. Oh. Kurzer Save an. Da, da, da. Bloody fools. Just had to play the hero, didn't you? All right, almost there. Move along. So. Sneaky Beaky auf 200. Ah, ich spreche erstmal hier keinen an. Behave yourself, son child. Yeah, as if. Yes, Brother Sorrow. Brother Wrath. From ashes to blood, from blood to liberation. Is this the sleeper? Yes, He knows the rules? of course. Good. Hold still. Interesting. You may enter. Thank you, brother. Father's blessings. Well, that was strange. This is the second time somebody called you Brother Wrath. Why's that? Ah, right. The short version. Once you devote your life to the Relas, you need to take on a new name. The name of your biggest vice in your life before the awakening. Relaim always call each other by their new names, but we voices often use our dead names in the outside world. I don't understand. Wait. Do you know the dead names of other Relarium? Hardly. Most people don't like talking about their lives before the Relata. I understand how wrath is a vice, but why sorrow? Every emotion is a weakness. Joy, greed, lust, scorn. According to the Relas, everything that is human is another obstacle on the way to transcendence.
Alright. Yes. Aber lass mich nochmal hier kurz speichern. Ah, jedes Mal, wenn ich ENDERAL spiele, ey, klickt es sich aus dem Chat hier raus. So. So. Strange Place. Ich nehme an, die wissen schon, wer ich bin. Wenn Father irgendwie irgendwas mit dem Circle zu tun hat. Weswegen er wahrscheinlich den Kult hier gegründet hat. Um dem Cycle zu entkommen. Aber das ist nur eine Vermutung. Kein Wunder, dass die Kultisten natürlich wieder besser als alle anderen leben. Pity. He was a good man. Observe, don't fear. They will never understand Welt. We should stop agonizing over it. They're my family. Wrong. They were. You are Ralaim now, and transcendence is new. So we're the only way we can. Just burn these letters, meditate, one particular. Now isn't the time to stray from the wellness. There's nothing to forgive. First seer. From ashes to blood, from blood to liberation. Ah, Brother Wrath. Is this our visitor? Yes, First Seer. He helped me find the lost pages. Interesting. Show me. Interesting. Tell me, how did you know that the Father is looking for these? One of my contacts, Rezio Daran. I see. And how did you meet Brother Wrath? Also through your contact? We met in the False Dog. Somebody told me that there was that is where you hire your mercenaries. It is indeed. Well then, I am Brother Longing, or to you, the First Seer. I assume Brother Wrath promised you a reward for these. I have. 300 pennies. Good. Then go up to the tower and talk to Sister Envy. She will pay you. Brother Wrath, will you escort our guest back outside? If that is your wish, then yes, First Seer. What do you mean by that? I was thinking... irrelevant. Father's blessings, First Seer. Thank you for your time. Speak. Well, the expedition. You said that the Father ordered you to find capable mercenaries. Treasure hunters. I understand. You think he'd be a fitting candidate? Say nothing. He's an arcanist, isn't he? Correct. And one who knows his craft. At least judging by what I saw. Your aura is remarkable. It's true. Fine then. We actually have enough mercenaries already, but you seem to be more capable than the scum that usually runs the Undercity's alleys. However, before I recommend you to the Father, I want you to prove yourself. Brother Greed. Sister Pride, is she still in the Light Grove? Good. Then escort this man into the Dark Valley. I want you to kill someone for us, Sister Pride.
A voice who has betrayed us. Bring me her heart, and I'll consider recommending you to the Father. An expedition will be taking place soon, and we are still looking for capable mercenaries. Fair enough, and the Sister Pride is hiding in the Dark Valley? Correct. She fled into a cave, probably hoping that we wouldn't find her there. Brother Greed will show you the way. Good luck. And you, Brother Wrath, will stay. There is something we need to discuss. Okay, das war aber ein bisschen schweigsam. Uah! Wird hier langsam echt gefährlich. Das ist toll, jetzt habe ich natürlich den Stumm erwischt. We believe that Nessa is hiding in a small cave west of here. Light Grove. Go there, kill her, then come back to me. I'll wait here. Oh, in the west. Wir reisen zu spät durch Nacht und Wind. Das ist der Flügelmann. Doch auch ganz ohne Sinn. Uranus. Er ist da. Angezogen. Tralala. Sitzt er hier. In aller Spät. Werfe ich Feuerbälle, um alle meine Probleme zu lösen. Es gibt die eine Höhle. Hier speichere ich mal ab. Angezogen. Uranus. Ich sehe hier Malaka. Okay, Kampfmodus. Let's go. Ach, warum gehen wir nicht einfach weiter? Wird sich schon uns keiner in den Weg stellen? Ah, grüezi. Wir schießen da. Leute, zwingt mich jetzt nicht hier irgendwie hier den Bomber rauszulassen. Wisst ihr was? Ihr habt mich dazu gezwungen. Ah, shit! Ah ja, ich habe den Bomber rausgelassen. Ich habe vergessen, dass ich die scheiß Robe von den scheiß Backern anziehe. Ja? Okay, ich nehme sie alle wieder ernst. Alter Schwede.
Ui, die hast du richtig beeindrucksmäßig. Respekt. Ja, jetzt wissen sie, womit sie sich hier einlassen. Diese Malagger. Guckt euch das an. Die Aliens haben es jetzt wieder zurückgetauscht. Es wird wieder gestorben. Na, ja gut, ich bin heute schon. Ich bin echt heute gestorben, wie Sau. Wie Sau. Okay, das sieht hier ein bisschen... Ein bisschen problematisch hier aus. Oh. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Oh. Ah, die kommen sogar runter. Danke, Soul Elemental. Jetzt bin ich schon dazu gezwungen hier, dass ich erstmal... Danke, Soul Elemental. Okay, ein bisschen mehr Rückzug. Ach, Soul Elemental bist immer noch der Beste. Für Distanzkampf ist der einfach zu gut. Arcanian Fever. So. Das Scion Rope. Nimmt dir echt den Helm weg. Hat er gut gebrannt. Oh, Scarab Chef. Oh, a coin und eine Axe. Oh, neat. "16th of the Conquering, 8233. I'm going crazy. I'm going crazy and they all know. They know, but they act like they don't. But what can I do? It's not my fault. I didn't want to be this way. I didn't. I need to think. Think and pray. It will get better. It will." Okay. Soul Elemental, wo bist du?
Das gefällt mir schon mal gar nicht. Warum sind diese Kultisten immer so gut ausgestattet, Mann? Dämonenhart, okay. First of the golden moon, 8233. I can't bear it any longer. Father, Malphus, Fate, or whoever is listening, save me, or I will break. I will run, far away from this temple. Far away. Somewhere where nobody knows me, and where nobody sees me, and where I see nobody. Forgive me, Father. I need to leave, or I will break. Alter Schwede, das ist aber echt mit den Schlössern heute. Gut, dann müssen wir nochmal auf die andere Seite. Strange. Wooden door. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht dieser ganze Kult irgendwie zusammenhängt mit einem Schläferkult, der die Geliebte von Esme dahin gerafft hat. Oder auch nicht. Okay, wo ist die dritte Seite?
Oh, da ist aber noch ein zweiter Durchgang. Okay, habe ich nicht gesehen. Iranian Fever. Ganz komisches Gefühl bei dieser Quest. Okay, da muss ich irgendwo so einen falschen Weg gegangen sein. Aha. Woher kommt die aus? Nein! 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 Ah. Was ist denn hier los? Continue. Ja gut, wenigstens habe ich hier abgespeichert. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ist hier runtergefallen. Wow. Oh, es geht hier sogar weiter runter. Ah, ich sollte vielleicht mal dieses Water Breathing mal ausprobieren wieder. Lel. Vielleicht sollte ich das... Ah, scheiße, das kann ich nur über Wasser machen. Ah. Und dann nochmal Mage Light. Unter Wasser ist dunkel. Wobei, so wie das Pfeil jetzt irgendwie zeigt, ist sie echt unter Wasser. Kann das sein? Nein, die ist echt unter Wasser. Okay, Lack. Lack, aber Lack war Lack. Ah, grüezi. Sister Pride. What? Who are you? No, wait. Don't say anything. You're my punishment, aren't you? You're here to kill me. The first seer said you betrayed the Raltha. The faces. I just couldn't bear them any longer. I couldn't. What are you talking about? What faces did you see? None! At first, I thought it would pass, you know? That it's just a disease, like the fever. But it didn't. It only got worse. First this strangeness. Then the faces. What do you mean by strangeness? This feeling that it wasn't myself. That Sister Pride, Nessa, is only a puppet who thinks she is real. Who's Nessa? Me. My name. Before the father showed me the Ralas. You can't see faces anymore? I don't understand. It started 2 years ago. Sometimes, when I talk to people, their faces began to run off. Like color. Like wax. At
first, I thought I was ill, so I drank root every day, but it never got better, only worse. Everything started to melt. First the nose, then the eyes, then the mouth, until there was nothing left but a smooth, egg-shaped piece of skin. Is this why you're wearing the blindfold? Yes. It doesn't help with the strangeness, but at least I don't have to see faces anymore. Did you ever see a healer about it? No. No, of course not. Because nobody could find out. Had they found out, then the Father would have left me behind on the Day of Transcendence. And I couldn't let that happen. Don't you understand? I couldn't. And why did you flee? Why? Because I was weak. Angry and weak. I thought, if only I fled far away from the Father, then the faces would return. But they didn't. Of course they didn't. Because I was the problem to begin with. My faith was too weak. My devotion to the Ralas too little. And that is why I need to die. I finally accepted it. Wait, what does your affliction have to do with your faith? Everything. All this time, I was a bad Ralayim. I sinned, again and again. I succumbed to my body, just as the sleepers do. And it corrupted my mind. Da verdient aber jemand Gnade. You succumb to your body? What do you mean? I don't want to talk about it. Whatever you did, I don't think it was the lack of faith that made you sick. Of course you don't. Because you're a sleeper. Das ist ein Test. Wenn ich sie nicht umbringe, dann geht der Stumme gleich raus oder springt mir gleich hinterher. Oder der steht wahrscheinlich schon hier irgendwo. Aber warum ist sie dann hier? Bei den Skags. Verdammt. Schon wieder diese moralische Konfliktsituation. Ich habe jetzt nicht mit so einer Verräterin gerechnet, die einfach irgendwie so Psycho ist. Nicht damit. Andererseits war es ein klarer Auftrag. Don't be. It's what I want. Ich habe keine andere Wahl. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich hatte eine Wahl, ja. Aber ich kann kein Risiko hier eingehen. Es ist halt schwer, Kultisten zu retten, die nicht gerettet werden wollen. Und ich kann das Risiko nicht eingehen, hier in dem Fall. Was ist das hier für ein Ding, ey?
Ich lebe mit der Entscheidung. Was ist das hier für ein Geräusch, Mann? Klingt ein bisschen herzlos. Lel. Aber... Ich habe das Gefühl, der Vater hat irgendetwas mit dem großen Rat zu tun. Und ich muss die Mission irgendwie auf jeden Fall hinkriegen. Die verlangen nicht nach dem Herzen, wenn die nicht irgendwie eine Möglichkeit hätten, irgendwie das nachzuprüfen. Mit so Seelenmagie oder so. Klingt jetzt ein bisschen niederträchtig, aber ich finde, ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte sie auch nicht hier raustragen können. Also das ist das eigentliche Problem. Sie ist blind. Ich kann sie nicht raustragen. Sie ist eine Fanatikerin, die vollkommen indoktriniert ist. Und sie hat sich augenscheinlich selbst in die Augen gestochen. Let's go. Ah, okay. Wo ist die dritte Seite? Ach, so, ah. So hätte man das machen können, ne? Okay, wo ist die dritte Seite? Ah, es geht noch weiter hoch. Was ist das hier für eine komische Skaghöhle, ey? Ah, da ist sie. Of the fundament, 8233.
Father, hear my prayer. Make me see them again. Make me see them. It's driving me crazy. I want out. Out of the caves. Anywhere where there are no people. Göttlichkeit ist I eine want to be Zier. normal again. But I don't want to betray you, Father. Relata Shira, you gave me life. So what should I do? Absolut stranges Ding. Okay, dann verlassen wir den Laden hier. So. Diese Höhle enthält so manche versteckte Ecke, die man nur von wenigen gefunden werden. Also ich habe hier so ein paar mystische Symbole gefunden. Ice Claws, 2 Stück. Voll mega strange. Noch mehr Verstecke? Ja, das mit dem Unterwasserversteck war jetzt echt so reiner Zufall. Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn es jetzt hier irgendwie so... Hier so viele. Und da oben immer rechts halten. Ah, jetzt sehe ich's. Da ist die Höhle. Höhle. Und mein... Aha. Crazy. Das ist aber jemand echt mit so einer Das sind doch nur irgendwelche Skags. Was ist denn das hier für eine... Ich meine, wie die so eine komische Höhle für... Man das noch irgendwie was snacken. So. Solange jetzt keiner rumläuft. Was ist das hier für eine Ecke, Alter? Ja, so ein paar Pennies. Lil. Silver Greatsword. Oh, jetzt bin ich... Okay. Da gibt es nur eine Lösung. Gute Investition in das spektrale Kästchen. Da gibt es da den Wasserfall ganz oben. Ja, alles auswendig zu kennen ist auch Fluch. Du bist verflucht!
Du wirst das ENDERAL nie vergessen. Alle Einzelteile. Ja, jetzt geht aber jetzt nicht irgendwie so an irgendein... Das hätte ich jetzt auch nicht gefunden. Learning Book, hey, Entropy Apprentice. Hey, Entropy Apprentice, ja perfekt. Nein, ich war ja noch drüber. Ach, wie die 6 Coins, ey. Okay, jetzt nichts irgendwie atemberaubendes, mega krasses. Akzeptiere ich. Verlassen wir diese Höhle. Höhle. Ja, war gute Nacht, Leute. 2 oder 3. War in der Höhle überall, weil ich ein paar Briefe ums Frecken nicht gefunden habe. 2 oder 3. Ich sag mal gute Nacht, Leute. Schlummert schön. Knödelt euch ein richtig ab. Ja, Porzi, machen wir. Denken wir auch alle an dich. Es wird abgeknödelt, Porzi Bär. Viel Spaß noch bei Frostpunk. Naja, ich habe die Briefe alle, ich habe jetzt hier die Briefe alle gefunden. So, das war schon mal nice. Nicht, dass mir das jetzt irgendwie so größeres Understanding und mehr Macht gegeben hat. Kaya ist verflucht. Sie muss alles wissen. Jeden einzelnen. Warte mal, habe ich den jetzt hier angezogen? Die Rope von den Pennern? Ja. So, dann machen wir aber. Dann folgen wir mal dem Porzi ins Bett. Dann ist das eigentlich der perfekte Augenblick. Dann machen wir morgen weiter. Machen die Ralpha Quest dann zu Ende. Legen dann morgen den Daddy. Und machen den dann zur Sau. Perfekter Mundo. Ja, Kaya, Dubi, Dini, EMPI, Uranosi. Gute Nacht, die. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Schwitzt nicht so viel. Morgen ein bisschen wärmer. Ne, ein bisschen kälter, je nachdem, wo du bist. Haut's rein.